Stream starten. Hier starten wir einen Stream. Wie immer, kurzer Test, wie doof genau ich bin. Guten Tag, ihr Leid erstmal. Sorry, wir müssen hier testen, wie doof ich bin, indem wir hier draufgehen, diesen Link zum Teilen abrufen, Steuerung, Umschalt und End drücken, dann Steuerung V, dann Enter. Und dann gucken wir mal. Geh aus, geh aus! Ja, okay, funktioniert. Na, ihr kennt das ja. Nee, jo. Also, Jungs und Mädels. Folgendes. Ich habe ein bisschen mit, Moment. Bevor ich wieder irgendwas Dummes mache. Ja, zum Beispiel das da. Ja, das ist schon ziemlich dumm. So ein Desktop-Audio ist schon was Feines. Ein Rode muss weg. Das muss weg. Und ein Wave 3 ist auch was Feines. So, ihr Leute, es tut mir leid. Es tut mir Leute. Diesmal habe ich es gleich gemerkt und nicht erst nach 5 Minuten. Wir sind ja noch hier im Vorbereitung Stream Gedönse. So. Was ich sagen will, ist Folgendes. Die Musik ist sehr laut. Moment. Ich muss das mal hier verstecken, verbergen. So, jetzt sieht das gleich viel besser aus. Was will ich eigentlich sagen? Habe ich vergessen, aber ihr wisst. Ach ja, ich habe mit meiner Freundin ein bisschen online gezockt. Einfach nur die Nebenquests gemacht, weil ich ja nicht mit der Story weitermachen wollte. Und bin dann aus Versehen auf Story weitermachen gegangen. Was ein bisschen doof ist, denn jetzt fehlt ja Story. Ist jetzt nicht weiter schlimm, ich könnte ja einfach so anfangen. Ist ja ein Live-Gedönse. Ja, ich nehme das Ganze aber auch noch auf und will daraus dann noch ein Video zusammenschnippeln. Deshalb müssen wir jetzt ins richtige Spiel gehen, ungefähr hierhin. So. Und die Zwischensequenzen uns angucken. Und zwar geht es hier los. Nee, da waren wir. Hier. Ich bin also einfach quasi aus dem Dorf rausgeritten, dann kamen Zwischensequenzen. Ich habe panisch versucht abzubrechen, hat nicht so gut funktioniert. Man konnte erst abbrechen, wenn man wirklich die Kontrolle über seinen Jäger hat. Auch mal intelligent, egal. Dann würde ich mal sagen, ihr Leute, wir gucken uns das jetzt an. Ich habe es ja selbst noch nicht gesehen, weil ich alles übersprungen habe. Machen wir das jetzt einfach mal. Okay? Moment. Ich will noch hier gucken. So, das sieht doch gut aus. So, wunderbar. Hab nie was Schöneres gesehen. Also, wir legen jetzt halt los. Also, wir gucken uns jetzt das an. Dann, wir müssen uns insgesamt 3 Dinge angucken. Ich bin schon wieder nicht da drauf. Zack. Das da und das da. Und dann machen wir da weiter. Aber erst das da. Wo gerade die Musik schön wird, hä? Ich glaube auch, dass die Zwischensequenz erst losgeht, wenn die Musik hier jetzt ausgefadet ist und so lange wartet dieser schwarze Bildschirm hier. Capcom würde ich alles zutrauen. Also wie gesagt, da sind wir dann quasi frisch aus dem Lager raus, wo wir waren, nachdem wir den Konkalala besiegt hatten. Ja. Die sind schon ein bisschen doof, oder? Er hat aber ordentlich auf den Tisch gekloppt hier. Ruhig jetzt. Ist das der Alpha, der immer ein bisschen rötliche Mähne hat? Schon, oder? Ja, das war dann mal ein Lager. Was ist denn das? Ist das der Grill?
Unterstand. Was passiert, wenn Monster einen Anführer haben? Übrigens habe ich was festgestellt. Sie verlieren ihre Furcht vor uns. Was war los? Die Shaguma waren los. Das nimmt immer mehr überhand. Das ist wohl richtig. Okay. Das hätten wir. Sehr schön. Siehst du, es geht vorwärts. Was ich festgestellt habe, man kann auch in Zwischensequenzen das Gelaberte vorspulen. Also man drückt halt A und man kommt dann in die nächste Textzeile. Sollte man halt nicht machen bei wirklich synchronisiertem, sonst fängt jeder Satz an mit Hallo, ich 17, 13 oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Allerdings hat mir meine Freundin halt gesagt, hör mal, wenn die zwischen dem Labern so lange Redepausen haben, drück einfach weiter in der Redepause, dann geht's gleich weiter. Was für mich halt bedeutet, Capcom findet das gut, dass nach jedem Satz 3 Sekunden Pause ist. Ich verstehe es auch nicht. So, also wir müssen weiter. Komm, nächstes Ding uns angucken. Wollte ja nur ein bisschen zwischenlabern. Ja, wir gucken das an und dann zocken wir auch, ne? Vorletzte Zwischensequenz. Dann wird gezockt wieder. Hoffe ich. Da ist er. Was macht denn der Pfeil da? So, weg ist er. Wer ist da? Wer ist das? Das ist Ballahara, das weiß ich. Den habe ich schon platt gemacht. Ist das nicht der Anführer vom Windcamp? Oder wie das heißt? Kukunai? Also, das Camp. Ja, dann hast du jetzt ein Problem. Holla. So. Was macht ihr hier? Das schaffst du nicht allein! Hat das ganze Dorf nur einen Jäger? Also ja, in Monster Hunter Welt ist es meistens so, dass es einen Jäger pro Dorf gibt. Aber, ja. So, also, der führt uns jetzt ins Dorf rein, in das Sanddorf wieder, ne? Und ich glaube, da geht's jetzt halt weiter. Bla bla. Letzte Zwischensequenz, dann kommt wieder ein bisschen, wo ich was zu tun habe, hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Mhm. Bist du verletzt? Weiß nicht. Ich werde es überleben. Verschwinden wir. Mist, er ist unserer Witterung gefolgt. Aber sowas Mach von. das. Bring dich in Sicherheit. Danke. So. Und da würde ich jetzt normal kämpfen. Es besteht die Möglichkeit, dass wir das jetzt nochmal angucken müssen. Wir werden sehen. Ich starte mal das Spiel. Ich habe ein bisschen, wie man schon an meiner Rüstung sieht, ein bisschen meine Rüstung aufgepimpt. Insofern, sag mal, warum hat mir eigentlich keiner gesagt, dass man die ersten 3 Anfängerrüstungen, dass man die schon fertig in der Kiste hat? Ich habe mir hier die Kettenrüstung 3-mal gebaut oder so, weil ich so doof bin. Egal. Die oberen 3 Teile, Brust, Kopf, Arm, ist Kettenrüstung, damit ich Geologe kriege, also mehr beim Abärzen, mehr Sachen. Die unteren beiden Teile, also Hüfte und Füße, ist, ich glaube, Lederrüstung, damit ich Biologe kriege. Also auch bei gewissen Pflanzenarten aufsammeln auch mehr kriege. Ihr seht schon, ich bin voll im Sammelfahren, weil ist halt wichtig. So. Wir machen natürlich Online-Einzelspieler. Dann husten wir ein bisschen vor uns hin. Dann machen wir noch andere Sachen, die ich nicht erkläre. Dann nehmen wir die Maus und klicken da drauf. So. So. In Ordnung? Ja. Mach dich bereit und dann zurück an die Jagd. Ach, Alma, da bist du. Ja, ist schon in Ordnung. Hier, komm mal her.
Ich weiß, dass wir eine Aufgabe erhalten haben. Ich würde gerne diese Quest machen. Was jetzt halt fehlt, leider, hab da nicht gesehen, wie ich von Punkt A nach Punkt B reite und warum ich da in ein Sandloch gefallen bin. Ja, es gab halt eine Zwischensequenz, wo du halt auf dem Vogel saßt und nichts machen konntest, außer geradeaus reiten und dann bist du halt in ein Loch gefallen vom Vogel. Irgendwie so. Ja, ist halt irgendwie... Ja, ist halt doof bei der Aufnahme, dass du das Ganze nicht nochmal machen kannst. Also ich pinne die mal schön an, werde aber noch vorbereiten. Mitglieder 1 von 2. Nicht wundern, dass ich das leider so machen muss. Ist halt so. Wo ist denn jetzt wieder mein Zelt? Ja. Ich habe hier riesige Probleme in diesem Lager. So, pass auf. Wir werden uns noch ein bisschen... Da fällt mir gerade was ein. Wir werden natürlich unsere Objekte noch ein bisschen anpassen. Zum Beispiel das raus, das. Das lassen wir. Beruhigungsbomben und Schockfallen. So, 7 Megatränke. Ja, passt soweit. Da fällt mir gerade eine andere Sache ein. Ich muss mal gucken, ob das noch geht. Ich glaube nicht. Karte? Weltkarte geht nicht. Dann folgendes. Alma, komm mal her. Ja, ich würde gerne eine Quest abbrechen. Danke. Alles So. klar. Lass dir Zeit. Aber sowas von. Und zwar, wir starten eigentlich im Winddorf. Und da würde ich jetzt auch wirklich gerne starten. Das heißt, wir gehen auf die Weltkarte, wir wählen Windebene aus. Ah, das war falsch. Jetzt haben wir das Basislager gewählt. Wir müssen nach Kunafa. Wir müssen ins Örtchen Kufstein. Eieiei. Okay, nein, da kommt jetzt einfach keine Erklärung. Stellt euch einfach vor, wir müssen ins Örtchen Kufstein. So, wir gehen gleich mal weiter. Wir wollen nämlich Windebene nach Kunafa. Bin ich so faul, jetzt hinzureiten? Stellt euch vor, ich wäre jetzt hingeritten. Ja. Geht ein Pferd in einen Blumenladen, sagt das Pferd, haben sie mal geritten? Spitze, ich weiß. So, gut. Natta, alles klar da? Ich habe ihnen gesagt, dass die Monster kommen, aber niemand glaubt mir. Was sollen wir tun? Wenn hier passiert, was meinem Dorf passiert ist, dann können wir nichts unternehmen. Also, wie man gesehen hat, die Doshaguma kommen halt... Kann ich da rein? Nee, hier ins Dorf, aber scheinbar glaubt denen halt niemand. Und du, wer bist du? Keine Ahnung. Du bist die Oma. Glaubst du mir, Oma? Das Dorf scheint irgendwie geschäftig. Ist was passiert? Du bist ein Opa. Der ist der Scherbenmacher da. Also das sind, glaube ich, die Ställe von den Dingern. Da will ich nix. Ich will zu dem Yasai oder wie er hieß. Ich hab's schon wieder vergessen. Es ist ja nur... Ist ja immerhin, was heißt nur? Es ist ein Tag her. Weiß gar nicht mehr, wo, was, wie und warum. Ich gehe mal da vorne hin. Was hast du zu sagen? Ich hoffe, Zato geht es da draußen gut. Ja, der sitzt eigentlich immer noch unten, wo wir zu ihm gesagt haben, lass das, ich mach das. Da sitzt er immer noch seit einem Tag. Ja, ist egal. Trotzdem wäre es mir lieber, er und die Wasserträger kämen möglichst bald zurück. Ja, ja. Alma. Okay, ich glaube, ich brauche keine Alma. Ich glaube, ich kann einfach so zum Monster gehen, kann das sein? So, pass auf. Erstmal Zeugs einsammeln. Außerdem ist das ein etwas härterer Kampf. Komm mal her. Guck mal hier, was ich mal gebaut habe, ne? So, da würde ich mal gerne ein bisschen was grillen. Mahlzeit grillen. Empfohlene Mahlzeit, eigene Mahlzeit, eigene Mahlzeit. Was nehmen wir denn Feines? Wir nehmen mal Verteidigung. Was macht das da? Elementwiderstände. Fisch und Kunafa-Käse, Speichelpilz hat man letztens. Wir haben keinen Käse mehr. Das ist schlecht. Dann machen wir halt Pilze dazu, ne? So, dann mach mal hin. Fisch und Pilz. Weiß nicht. Wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich gemacht hätte. Fisch und Gemüse, gut. Fisch und Pilz. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist schon in Ordnung.
Frage an euch. Esst ihr die Augen beim Fisch mit? So. Mein ja nur. Reiten wir jetzt nicht gerade zurück? Irgendwie? Wo sind wir hier? Ach, weißt du was? Hier, gib ihm. Wieso habe ich denn so einen Autopiloten? Genau deshalb. Wieder natürlich alles einsammeln, was überhaupt festgewachsen ist. Lose Felsen. Einfach aus Prinzip. Ich hätte auch gerne wieder mein Netz eigentlich. Was war das? Pilze? Es ist wie ein Rail-Shooter, ich sag's euch. Da war ich zu langsam. Nee, habe ich noch gekriegt. So. Ach, guck mal da. So, den haben wir natürlich schon mal gemacht, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt. Aber ist ja kein Grund, ihn nicht nochmal zu machen, ne? Komm mal her, lass kommen. Ah, das war nix. Geh mal wieder auf den Schwanz. Au. Eieiei, guck mal hier, alter Falter hier. Kriegen hier gleich einen auf den Latz gebrannt. So. Lassen Sie das. Daneben. So, Lähmung, sehr gut. Dann auf den Schawanz. Was soll das? Haut er ab oder was? Feigling. Ja, soweit. Er haut wirklich ab. Okay, ja dann. Habe ich natürlich gewusst. Was ist das hier? Eine Nullbeere, hoffe ich doch. Diamantsamen, okay. Komm mal her. Hallo, Reittier? Reiten Sie mal hier. Reizen Sie mich nicht. Haha. Was ein Witz, oder? So. Oh, hinten am Schwanz kann ich einen Messerangriff machen. Ich würde mich ja gerne bewegen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Okay, der war recht cool, finde ich. Und Schwanz ab, jawohl. Jetzt geht's an deinem Kopf, Junge. Na komm her. Das war ja wohl nix. Du bist ja noch schlimmer wie ich im Zielen, oder? Junge. Komm mal her. Was geht ab? Fuck, das ist nicht gut, meine Ausdauer. Daneben.
aber auch nicht getroffen. So, erstmal soll er sich hinlegen. So. Jetzt zu dir, Annette Frier. Ja, ja. Machen wir gleich nachher. Ist er schon wieder weg? Okay, ja dann. Dann wird er natürlich gekarft, ganz klar. So. Ey, das ist eigentlich voll geil. Ich habe mir hier das Dingens hier ein bisschen eingestellt, ne? Trank, Lebenspulver, da kommt Lebensstaub rein. Habe ich halt noch keinen. Kann ich welchen bauen? Nee, im Moment nicht. Statuserholung. Ach ja. Erste Hilfe. Komm mal her, Saikri. Fällt mir gerade was ein. Ich kann ja mal in die Tasche von meinem Saikri gucken. Da ist ja wirklich was drin. Ah! Geht's noch? Ich wollte hier in die Ruhe in die Tasche gucken. Alter, das wird nix hier. So. Ich nehme einfach mal alles mit, was nicht festgenagelt ist. So. Schleifen würde ich gerne. So. Da ist er. Der Hühnerschrecker. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Wannenkämpfe mag. Also genau das hier. So. Bleib stehen, Junge. Mann, ich mag das einfach nicht. Komm her, Junge. Komm her, du hast doch da ein Dingens. Ich sehe das doch von hier. Und hier auch gleich. Ist mir egal, ich breche dir jetzt halt alle Wunden. So. Hast du noch eine? Au. In den Rücken hauen ist natürlich gemein. Ja, der ist gerade hier. Ah, Mann. Hat er gedacht, hä? Achso, ich habe das Wassergedöns an mir dran. Ja. Lassen Sie das. Das ist voll eklig. Ist aber aggressiv gerade irgendwie, oder? Wenn wir mal einfach aufhören würde, auf dieser dummen Düne hier zu kämpfen. Ja. Zielen will gelernt sein, ich weiß. Spielen will sowas von gelernt sein. Ich glaube, der haut ab, oder? Ja. Gut. Ich hoffe mal, dass er abhaut. So. Komm mal her, Vögelchen.
Nitropilze. Wenn die glitzern, ne? Ist das dann Nitroglycerin-Pilze? Guck mal da. Das war ja wohl nichts. Der kann nicht mehr spucken. Aber brüllen kann er noch. Oh, da kann er auch rückwärts. Was macht denn meine Katze da fein? Hast du das gesehen? Was macht die da? Jawohl. Peace, Junge. Musst auch treffen. Hey. Der ist aber richtig hartnäckig, oder? Findest du, ne? Alter, es geht mir so auf den Senkel, diese Kämpfe hier. Wir sind halt einfach totaler Quatsch hier, diese auf den Schrägen da. Das ist so Speed. Ey. Okay, der ist ziemlich fertig. Pass mal auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Bauen uns hier eine Falle hin. Oder auch nicht. Ach komm, hopp. Hör doch auf mit dieser Scheiße hier. So. Dann hauen wir da jetzt 2 Dinger drauf und gut ist die Sache hier. Ja. Also wirklich, dieser Bereich hier, die haben das Schlimmste aus World genommen. Ich meine, guckt euch das an, wo man hier kämpft. Die haben das Schlimmste aus World aus dem Wald genommen. Das ist die Wanne halt. Das Schlimmste genommen und noch höher gemacht. Es ist einfach Kacke. So, egal. Locker geschafft. Jetzt können wir auch mit der normalen Story weitermachen. Hoffe ich doch. Geschafft. Ich hoffe, Zato ist okay. Ja, das hoffe ich auch. Reisende, geht es euch gut? Ach, waren wir wieder in der Höhle? Den Winden sei Dank. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Ich verdanke euch mein Leben. No Das ist problem. wirklich unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dass ein Mensch einem Monster so entgegentreten kann. Entschuldige, aber bitte hör kurz zu. Das Dorf schwebt in großer Gefahr. Wir sollten los. Wir erklären es dir unterwegs. Mhm. Aber ich muss jetzt die Doshaguma abwehren, denke ich mal, oder? Hey! Oh, ihr habt Sato gefunden. Isai versucht, die Älteste zu überzeugen. Klappt? Oder klappt nicht so? Weißt du nicht. Sato, genau zur rechten Zeit. Isai sagte mir eben, ein Rudel Doshaguma. Und da sitzen sie rum, weißt du, und hobeln der Nase oder was? Wir müssen Schutz suchen. Unfug. Das Geräusch der Windkristalle hat uns stets beschützt und wird uns auch diesmal beschützen. Älteste, ich sah mit eigenen Augen, wie diese Leute sich wagemutig... Ich meine, kann man nicht trotzdem die vertreiben, mächtige Werkzeuge und wissen weit Und- mehr über Monster als wir. wenn sie halt nicht kommen und abgewehrt werden von eurem Geklimper, ist das ja gut. Trotzdem kann man sie vertreiben. Dich, befiehl unseren Leuten Schutz zu suchen. Na schön, Sato, wenn du so sicher bist.
Ich bin auch gerade erschrocken, als die Texturen reingeploppt sind. Was ist da los? Was ist? Sind sie schon da, die Doshaguma, oder? Was ist los? Die Doshaguma! Bringt euch Okay. in Sicherheit. Bleibt ruhig! Versammelt die Jungen und Alten und sucht Schutz! Okay. Ich helfe. Ja. Okay. Nicht so gut. Ja, okay. Die Zeit drängt. Ich weiß. Hast du Nata gesehen? Er wollte Nona suchen. Ich weiß nicht. Ich suche hier. Gut. Hüpft jetzt allein. Oh, hat's versteckelt. Schlauer Junge. Ist vielleicht besser so. Alleine gegen die kämpfen wird er wohl nicht hinkriegen. Ohne Waffen auch noch. So. Nata! Es ist nicht dein Vater. Vergiss es. Erkenne ich sofort. Geübter Jägerblick. Ich hab dich. Gehen wir. Aber ratzfatz. Oh, das ist nicht gut. Sind die eigentlich krasser als die Würmer? Also ich meine, für mir kommen die halt irgendwie so... Ich finde sie irgendwie hübsch. Ja, ich weiß, ne? Ich finde sie in ihrer Hässlichkeit irgendwie hübsch. Weißt du, was ich meine? Keine Sorge, die Jägerin ist hier. Sieh hin. Wir haben nichts zu befürchten. Ja, guck, wie sie auf die Map kriegt. Wir uns Schutz. Du musst sie von hier vertreiben. Ja, ist doch gut. Ja, ich weiß. Kann ich jetzt hier im Dorf kämpfen? Zaun, ah. Okay. Und nun? Jetzt kloppen sie sich drum, oder wie? Wer da raus darf? Ah. So, die ziehen... Jetzt ist nicht, die machen hier irgendwie alles kaputt. Gute Idee, komm mal her. So. Ja, aber das ist schon krass, dass das hier kaputt geht. Also, ja, ich meine, dass sie das ins Spiel eingebaut haben, dass auch was kaputt geht. Die hätten auch einfach durchrennen können. So, ich kann hier mal wieder nichts machen. Außer mitrennen. Ich kann auch nicht mal irgendwie was auswählen. Außer das hier. Danke. Nimm die Zeitkrieg. Okay. Dann los, Kumpel. Na dann los, Kumpel. Geben wir ihnen eins auf den Deckel. Was ist das da oben? Riesige lose Felsen. Ah, ach so. Bamski. Alter, das hat ordentlich Vorderbein gebrochen auch noch. So, was haben wir denn noch Feines? Sie sind äußerst aufgebracht. So. Okay. Der größte von ihnen. Das ist ihr Alpha. Ihn zu erlegen, sollte das Rudel zerschlagen. Okay. Provozieren Mach sie den mit einem Alpha auf dich aufmerksam. Na komm her, du. Angriff. Habe ich ihn provoziert? An, damit er dich bemerkt. Okay. Pass mal auf. Greife ich dich mal so richtig an. Hallo, hier bin ich. Oh, fuck. Bemerkt mich mal bitte nicht. Ich muss kurz schleifen.
Jetzt hat er die Dachsenficke. Nehmen wir ihn vom Rudel weg. Los, Faxendicke. So, also, ich lass mal das Monster reiten. Ja, also, ich kann auch gar nicht. Was kann ich denn hier machen? Der Sandsturm. Okay, jetzt kommt auch noch der Sandsturm. Jawohl. Kommt ja alles zusammen hier. So. Okay, die rennen mir hinterher. Da ist aber so ein Loch von den Fuzis. Da könnten da jetzt gerade reinfallen, oder? Ja, tun sie auch. Der fällt jetzt ins Loch von dem Wurm. Sehr schön. Aber da sind sie ja einfach nur eine Etage tiefer, oder? Sehe ich das falsch? Okay. War's das jetzt oder was? Man musste einfach nur in die Sandgrube fallen lassen. Ich werde schon wieder müde, hey. Oh mein Gott, Treibsand. Hilf ihr. Gute Idee. Aber Mann, kann ich den kaufen? Die Leute auserwählt sich, den Alpha-Dosha-Kuma zu erjagen und Kulasa wieder friedlich zu bringen. Komm her, komm, wenn du dich traust. Wisst ihr? Nix. Ja, komm. Nix da. Ah, Kacke. Ich meine, Fäkalien. Da muss man doch ein bisschen aufpassen. Also, das Ding ist halt, meine Rüstung ist halt immer noch recht billig. Was, Revierkampf? Oh, Heil. Ich sollte vielleicht hier weggehen. Die lassen wir mal schön... Die lassen wir kämpfen. Und ich suche mir hier schön einen Platz aus zum Begutachten. So, war's das schon? Ja. Jetzt bin ich auch noch auf dem Monster drauf. Das war ein Versehen, echt jetzt. Wollte ich nicht. Okay. Jetzt hat aber, komm. Zack, rein damit. So. Ach komm, ich zieh die Waffe wieder ein. Was soll denn die Scheiße hier? Immer auf den Schwanz. Immer auf den Schwanz. Keine Ahnung warum. Weil es halt so ist. Haust du ab oder was? Oh, er ist gelähmt. Ach, der Schwanz ist schon ab, sehe ich gerade. Wann ist denn das passiert? Wieso sagt mir das keiner? So. So, der haut schön ab. Guck mal da unten. Da liegt was Feines. Uralte Wyvern-Münze? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich glaube, ich sollte hier weg.
So. Schleifi, Schleifi. Wieso liegt denn da einfach eine Münze rum? Habe ich in den Geldbeutel aufgeschnitten oder was? Jetzt kämpfen die schon wieder. Ich glaube, die können sich wirklich nicht leiden. Warte, warte, warte. Ist das da drüben? Donnerkäfer. Ich habe so das Gefühl, ich sollte hier weg, wenn der Wurm jetzt rauskommt. Da ist noch eine Wunde und die auch noch. So. Bleib stehen, Junge. Ich krieg dich. Du Bratwurst. Ja, okay, dann halt nicht. Lass gut sein. Geh mal ein bisschen Zeug sammeln. So. Aber fangbar ist er noch nicht, zumal ich auch gar keine Fallen mehr habe, soweit ich weiß. Ich hatte nur eine Falle dabei und habe keine neue geholt. Mal langsam. Ich brauche mal ein bisschen Zeugs auffüllen. So. Monster hat was fallen gelassen? Ich sag dir mal, was ich jetzt mache. Ich tue jetzt mal den Donnerkäfer hier aktivieren. Die Blitzfliege, meine ich. Was macht der da? Hat er gerade seine eigenen Wunden aufgerissen? Ist der dumm? Bist du dumm, Junge? Du kannst nicht deine eigenen Wunden aufreißen. Aua, der hat richtig wehgetan. Lass mal, lass mal. So, wir lassen den mal da runterkommen. Ich will nicht hier wieder diese blöden Kackkämpfe da machen. Hab ich mal gar keinen Bock drauf. Hier soll er hinkommen, weißt du? Da liegt ja wirklich was. Hat er das da fallen lassen? Schwere Abtrennkapsel. Ach so, ich habe nichts mehr drin. Okay, komm her. Komm mal her, Junge. Ah! Alter! Ich bräuchte schneller Heilung auf 4 Pfoten. Komm mal her. Danke. Junge, das war knapp. Sorry, war mir nicht klar, dass der noch dieses Dingens da macht. So. Komm mal her. Ich hab keinen Bock hier auf dich. Das machst du nicht 100 Mal mit mir, sag ich dir gleich. So, da vorne hast du auch noch einen. Ja, treffen müssten wir können. Das wäre schon Ehre fallen. So. Okay. Mann, ey, meine Katze hat mich gerettet. Gerettet. So, hier habe ich wenigstens wieder was zum Ballern. Ah, nee. Schwere Abtrennkapsel, doch. So.
Ja, komm, wir nehmen Vogel. Ja, doch schwerer als gedacht. Der hat ja doch ein bisschen was drauf. Auch wenn er dumm aussieht, aber naja. Ja, das braucht man, das nicht kaputt machen. Komm mal her. So viel Zeit muss sein, ne? So viel Zeit muss sein hier. Wo ist er denn? Was macht er da? Jetzt kämpft er schon wieder? Nee, der will nicht. Der Gockel will nicht kämpfen, guck, oder? Gib mir mal... Okay, die kämpfen. Ich will den Käfer hier haben. So. Das war alles. Nein, war es nicht. Was mit dir? Willst du nicht schlapp machen auf deine alten Tage? Na komm. Komm her, Junge. Au. Das sieht jetzt nicht so gut aus hier. So, ich sollte hier weg. So. Ja, stell du die Schnur hin. Ah! Genau reingerannt. Mann, ey. Der hat aber auch hier einen Wendekreis. So. Ey, ich hatte ja wohl erst rein geblockt gerade. Ja, komm, lass gut sein. Jawohl. Was macht der? Jetzt schmeißt er schon mit Monstern oder was? Ja, komm. Solange der jetzt hier da irgendwie einen auf Aggro macht, tue ich ein bisschen... Ah, der liegt da. Komm her, einen haben wir noch, oder? Die kleinen Monster kämpfen mit, seht ihr das? Ist aber wirklich hartnäckig, der Kerl. Kannst du knicken, Junge. Ach, ich kann das nicht blocken. Sag das doch wer. Mann, ey. Ah, geh mal weg. Ich hab was zu erledigen. Ich kann das nicht blocken, weil der von unten dann hochreißt. So.
Sag doch was. Na? Na. Alter, ich dachte, der macht jetzt wieder seinen Superschlag, den ich nicht blocken kann. Ah, komm mal hier runter, komm. Ich habe keinen Bock auf dieses Hoch-Runter-Gehüpfe da, das ist Kacke. Genau, schön mitkommen, schön mitkommen. Und dann rufen wir noch mal ein Vögelein. Und machen Schleifi auf ein Vögelein. Nein, nicht den Kadaverkarfen. Er schmeißt da wirklich mit den Viechern. Ey, der hatte doch jetzt keinen Totenkopf dran. Der Sandsturm. Oh. Oh, hübsch. Da drüben ist Ray Dow. Der hatte doch jetzt die ganze Zeit keinen Totenkopf dran. Ja, ich bin das noch aus alten Monster Hunter Teilen gewohnt. Da gab es sowas wie einen Totenkopf, gab es nicht. Du musstest halt einfach anhand vom, so wie das Monster sich verhält, musstest du ja erkennen, ob es bald abnippelt oder nicht. Aber die ganze Zeit bei den anderen Monstern konnte man es halt sehen, den Totenkopf. Und jetzt plötzlich bei dem hier nimmer. Auch interessant. Stirb doch mal. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, komm, lass gut sein. Komm her. So, okay. Der war doch schon irgendwie ein bisschen Brocken. Muss man ja doch zugeben, ne? Große Krone. Verdient eine erste silberne oder bessere Krone im Jagdprotokoll. Jo, mach mal. So. Oh, Goldexemplar. Ist das bei jedem so? Also ist das storymäßig vorgeschrieben, dass das gleich eine Goldkrone ist? Ja, wir werden sehen. Gute Arbeit. Du hast es geschafft. Danke. Keiner legt sich mit meiner Partnerin an. So, sehr schön. Das Rudel hat sich zerstreut. Gehen wir zurück nach Kunafa. Okay. Gehen wir zurück nach Kunafa. Aber sammeln unterwegs noch eine Lähmkröte ein. Hey, eigentlich wollte ich die... Wow. Wie üppig die Landschaft. Ja, es sieht jetzt deutlich besser aus, wie die ganze Zeit so, weißt du? Die Daltydon-Herde hat anscheinend Zuwachs Das bekommen. sind kleine, stimmt. Miau. Man kann jetzt so weit sehen. Ja, so könnte es immer aussehen. So ist schöner. Ich sag nicht, dass es schön ist, aber es ist auf jeden Fall schöner. Sie zieht mich in ihren Bann. Haben wir diese Vögel nicht schon im Wald gesehen? Jetzt nisten sie auch hier. Kann man die fangen? Noch ein bisschen umgucken. Vielleicht finde ich noch irgendwas. Ja, was ich auf jeden Fall hier finde, ist eine Framerate, die unterirdisch ist gerade. Warum? Weiß keiner. Okay, ich... Dorfbewohner. Ah ja, da sind sie. Wie schön, dem Vieh geht es gut. Dem Vieh? Ach so! Ich dachte, hey, jetzt beleidigst du schon die Dorfbewohner. Hey, du Vieh. Nee, die meint das. Okay, alles klar. So, kann ich jetzt wieder Sachen einsammeln? Und Narta ganz bestimmt um dich. Ja. Natter ist ein guter. Honig mitnehmen, wo es nur geht. Kann man alles gebrauchen. So, da wären wir wieder. Genau. Zurück. Sauber. Älteste und Sato haben uns alles erzählt. So, guck mal lieber, dass du dein Dorf wieder aufbaust. Das sah halt schon Brauchst du irgendwas? übel aus.
So. Ist die so klein, die Oma? Oder sitzt die wieder? Oder ist die ja so groß? Den Winden sei Dank, ihr seid zurück. Ich hörte, was ihr für uns getan habt. Die Doshaguma sind weitergezogen. Unser Vieh ist wohlauf. Unser Zuhause gerettet. Ja, aber Ja. Gut ist, kann repariert werden. Danke. Ist das auch nicht zu Ich dachte eben, da links sitzt Aloy oder so. Was wirklich zählt, ist, dass die Zeit der Fülle angebrochen ist. Ja, da will ich jetzt auch mal sehen. Ich will mal... Gemeinsam Guck mal, was ist denn mit diesen Texturnachladern? Das ist ja schlimm. Manchmal fehlen uns die Antworten, die wir glaubten zu haben. Aber ich hoffe, ihr akzeptiert unseren aufrichtigen Dank. Danke. Kein Ding. Rechnung kommt. Können wir uns irgendwie erkenntlich zeigen? nun, wir gehören einer Organisation an, der Jägergilde. Wie ihr wisst, sind wir auf einer Expedition mit dem Ziel, das Dorf der Hüter zu finden. Wir wären sehr dankbar, wenn wir mit den Leuten hier sprechen und Hinweise sammeln dürften. Natürlich. Unsere Pforten stehen euch offen. Ihr seid hier jederzeit willkommen. Älteste, Jetzt sag nicht, dass du was dagegen hast. leihen wir Ihren Kameraden zum Dank nicht weiteres Seil. Oh ja. Okay, ich weiß nicht warum, aber... Ach so, ja, dass die blonde Frau auch eins kriegt zum Beispiel. Ja, das ist eine coole Idee. Da hinten kommt sie. Also nicht die blonde Frau, das geht mal. Die meine ich nicht, ich meine die... Keine Ahnung, was das für eine ist. Die mit dem weißen Rüstung-Gedönse. Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Siehste? Haben nicht einen Kratzer. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Gerettet. Jo, kein Ding. Rechnung kommt. Damit wäre ein Problem gelöst. Apropos, Nata, hatten du und die Astrum-Einheit Glück bei eurer Untersuchung? Tief im Wald haben wir einen Ort mit viel Wasser gefunden. Da waren Schleifspuren in der Nähe. Ich weiß noch, dass der... Ey, ist das krass, wie schön die Beleuchtung jetzt ist. Es ist einfach schön, wenn Er diese Spuren das nicht hinterlassen. dreckig braun-grau ist. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, die Beleuchtung gerade. Eigentlich sieht es eher gerade so aus, als wäre sie kaputt. Aber es ist zumindest mal hell. Nur zur Sicherheit. Auf geht's. Stellen wir ein paar Saikri zu. Sag Bescheid, wenn wir los können. Ich warte... Ja, war ich das? Achso, ja, er wartet halt. Abmission Kapitel 1, Jägerstolz, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Was gibt's als Belohnung? Moment, ich muss da genau gucken. Ah, es gibt wieder Käse. Nitropilz, Maraliterz. Danke. So. Oh, ich bin Jäger Rang 3. Sehr schön. 12 neue Titel. Sehr schön. Neue Lagerausstattung. Windkristallreplik. Ah, ja, okay, alles klar. So. Schnellreise. Das kenne ich auch schon. Bla, bla. So. Eigentlich will ich hier runter. Ich will gar nicht auf das Ding. So, was haben die gesagt mit neuen Saikri? Da hinten. Da ist irgendwie ein Icon. Nona? Wusstest du, dass Saikri ihre Farbe ändern, wenn man ihnen bestimmtes Futter gibt? Oh. Nee. Mit einem neuen Sattel sehen sie auch gleich ganz anders aus. Ich helfe gern, wenn du willst. Ja, aber bitte, bitte. Du kannst jetzt das Aussehen deines Saikri mit Dekoration verändern, sowie seine Feder- und Hautfarbe anpassen. Oh, schön. Die nächsten 2 Stunden. Ihr wisst, was los ist. Sprich mit Nona oder öffne im Zelt das Aussehen-Menü, um deinen Saikri anzupassen. Nona? Bist du hier, um nach deinem Saikri zu sehen? Jawohl, ja. Also erstmal ein bisschen Smalltalk. Also, wie läuft's? Ah, ich hatte solche Angst. Ja, mach mal fein Saikri. Ach, wie schön. So, Hautfarbe ist wahrscheinlich alles, was keine Federn sind.
Komm, wir gucken einfach mal. Nee. Eben nicht. Ist seltsam. Innere Federnfarbe, äußere Federnfarbe, Musterbreite. Oh, das Ding hat Streifen. Das ist schon mal schön. Musterfarbe. Musterfarbe. Ja, die Helligkeit müssen wir schon ein bisschen höher machen. So. Und die Sättigung ein bisschen runter. Und dafür aber ein bisschen roter, bitte. So. Wäre da nicht so irgendwie besser? Also eigentlich ist mein Plan, ich will ein weißes Vieh haben mit roten Haaren. Haaren. Roten Haaren. Versteht ihr? Okay, pass auf, wir machen mit leicht roten Streifen. Ui. Ja, so. So ist schon mal gut, ne? Ja. Wieso hat das jetzt nicht gedingst? So. Warte mal, Helligkeit. Volle Power, sprach der Bauer. Und das da schön rot. Muss ich da jetzt drauf drücken? Okay. Mustertransparenz. Das kannst du wieder einstellen. Ja, das lassen wir erstmal so. Nein. Abbrechen. Bin noch nicht fertig. Es ist irgendwie noch die Hautfarbe. Sättigung natürlich ganz runter. Helligkeit natürlich ganz hoch. Wie gesagt, ich will erstmal... Ja, so, wir kommen in die Nähe, wo ich hin will. Innere Federnfarbe. Was ist innere Federnfarbe? Die sind grün? Weiß ich nicht. Innere Federnfarbe? Ja, rot, ne? Ach, das ist so. Ja, jetzt verstehe ich das. Okay. Ich hätte gerne... Von oben würde ich es gerne sehen. Ah, guck mal, da vorne ist auch rot jetzt. So. Das lassen wir einfach mal so. Und jetzt die äußere Federnfarbe. Was ist das für ein krasses Vieh, das ich hier zusammenschnetzel? Oh, guck mal her. Das ist jetzt nicht mehr so cool. Ich finde das eigentlich so schon ziemlich cool. Oh. So. Musterbreite. Ja, ist schon in Ordnung. Achso. Ne, finde? Oh, guck mal, das hat einen roten Arsch. Musterfarbe. Haben wir ja uns ja auf Rot geeinigt. Mustertransparenz. Ein bisschen transparenter machen vielleicht. Dass nicht ganz so künstlich aussieht, sondern so okay. Ja, so. Augenfarbe. Oh ja, da hätte ich gerne weiß. Ja, rot sieht aus, als hätte ihm jemand ins Auge gepiekt. Nee, wir nehmen weiß. Weiß ist in Ordnung. Hast verschiedene Augen. Nee, weiß, dass jeder das macht und ja, geil, jetzt habe ich hier verschiedene Augen. So. Anhänger? Hoffnung Karmesin, Hoffnung Blau-Orange, Karmesin. Hellblau sieht schon mal gut aus. Grün, Braun, Safran, Pink. Feline-Teddy? Was soll ich denn da Teddy dran haben? Geht's noch? Ich mag ja Lila. Lila ist das neue, keine Ahnung. Lila ist das neue Lilac. Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir denn Feines? Eisenmast. Achso, ich habe erst 2. Entweder Knochen oder das da. Nee, wir lassen das da. Sieht gut aus. Name ändern. Was kann man eigentlich hier machen? Ach, das ist die Kurzform. Ja, okay. Name ändern. Ich kann einen Namen für meinen Saikri eingeben. Was nehmen wir denn da? Außer... So. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir nennen es natürlich nicht Sackratte. Und von Sackratte ist es nicht weit auf... Ihr weißt schon. Okay, das heißt jetzt also Sokrates. Finde ich gut. Finde es gar nicht mal so hübsch. Aber es war schon deutlich schlimmer.
Beleuchtung. Oh, guck mal, nachts sieht's gut aus. Haha, ich bin der blaue Sokrates. Lichtquelle positionieren, aber hallo. Zubehör anzeigen. Aha. Das hat weiße Haare auf dem Buckel. Wie ich. Komm, mach mal einen Screenshot, oder? So geht kein Screenshot. Doch, so geht ein Screenshot. Alles klar, finde ich gut. So, und das ist quasi alles nochmal... Innere Federnfarbe. Ich könnte die auch mal... Also das ist jetzt dunkelrot. Ich könnte die einfach mal auf normalrot machen. Nee. Das war eigentlich schon ziemlich cool, so wie es war. Das sah schon richtig gut aus. So, ich finde das voll sexy. Das nehmen wir. Komm bald wieder, ja? So. Ja, lad mal bitte die Bodentexturen. Danke. Ich will hier nicht ein Brattel steht. Alter, was ein Fein. Was ein Vieh. Guck mal, da hat jemand ein Dingens oben drauf. Hast du was zu essen für mich? Isai, ach du bist's. Hast ein bisschen Käse für mich? Du könntest irgendwann wieder mal mit uns essen. Großmutter und Nona haben deine Gesellschaft wirklich genossen. Ich natürlich auch. Ich melde mich, wenn wir dich einladen können. Hoffentlich kannst du dann vorbeikommen. Verstehst du dich gut mit den Dorfbewohnern, bieten sie dir vielleicht Mahlzeiten an. Die dadurch verliehenen Statusboosts halten länger und sind effektiver als durch Grillen erhalten. Schön, danke. Kannst du gerne machen. Würdest du mit uns zusammen essen? Ja. Also erstmal, wie geht's denn? Ja, ich bin so froh, dass ihr wohlbehalten wieder da seid. Tut mir leid, dass du dir Sorgen machen musstest. Kein Problem, in jedem Fall müssen wir langsam das Dorf auf Vordermann bringen. Also los. Ja, komm, erstmal was futtern, oder? Futtern wie bei Isais. Ey, der Käse, den sie da gerade geschnitten hat, das sieht aus wie dieser Flaschenkürbiskäse, der so geil nach Speck schmeckt. Wisst ihr, was ich meine? Habe ich gestern gekauft. Heute. Nee, gestern. Gab es das im Angebot, weil er runtergesetzt war. Und dann kaufe ich mir immer so komisch Zeug. Wenn es runtergesetzt ist, dann kaufe ich mir irgendein Zeugs. Aber da gab es wieder diesen Käse. Das sieht halt aus wie so ein Flaschenkürbis und ist relativ fest und so rund. Und wenn du den isst, der hat immer so ein... Der erinnert so an rohen Schinken eigentlich, ja. Das ist geiler Käse. Ich meine natürlich nicht geil, ich meine sexuell erregender Käse ist es. Man muss ja hier... so, sprich im Basislager in der Ebene mit Natter. Wo ist dann... Achso. Nee, ich will erst noch ein bisschen flatschen. Flatschen? Labern. Fensterdächer, sogar ganze Wände in Trümmern. Schrecklich. Zum Glück wurde niemand verletzt. Dafür müssen wir wohl dir danken. Ja, musste. Also auch, aber ist schon in Ordnung. Also guck mal, bei euch sieht's halt übel aus. Das hier war mal ein Haus. Das war mal ein Haus. Jetzt sitzen die Bewohner Haus. Das würden sie ja hinhucken. Mann, Pfälzisch ist so eine schöne Sprache. Ja, ich weiß, dass keine Sprache ist, sondern kann man die Kleinen hochheben? Komm mal her, Gagak. Hast du gesehen? Es ist umgefallen. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht schubsen. Blub. Komm her. Ja, guck mal, du kannst schubsen und dann macht's einen Purzelbaum und fällt auf die Nase. Ja, okay, komm, ich hab's jetzt genug rumgeschubst. Okay. Und du? Schön am Chillen hier, ja? Okay, dann würde ich mal vorschlagen. Ja, komm. Wir lassen das Saikri, wir lassen Sokrates entscheiden. Sokrates? Da ist er, das Sokrates. Sokrates, wo geht's hin? Der weiß es selbst nicht. Diese Philosophen können sich nie entscheiden. Ja, komm, mach mal. Ach so, ich habe quasi nichts ausgewählt. Was ist denn das da oben, das Grüne da? Natta. Daril? Okay, pass auf, wir machen das einfach so, dass wir uns da jetzt einen Wegpunkt setzen. Das geht mit rechter Stick und dann führt mich das Vieh schon hin. Ich will jetzt halt nicht unbedingt Schnellreise benutzen, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Wir lassen das einfach mal. Ach, guck mal, wir sind ja ganz in der Nähe. Stimmt ja. So, danke, Sokrates. Hast du gut gemacht. Wen? Sollen wir eine Pause einlegen?
Pause? Wir sind doch genau da, wo wir hinwollen. Pass auf. Von ein paar Ausrüstungsempfehlungen. Oh ja, stimmt. Wir haben neue Ausrüstung. Lass mal gucken, ob ich jetzt vielleicht mein Zeugs gescheit aufwerten kann. Hopp, ran an die Arbeit. So, zeig mal. Einen besonderen Wunsch? Doshaguma kann ich bauen. Jawohl. Was kann das Ding? Nix. Minusaffinität, aber nicht viel. Nicht wirklich grüne Schärfe. Das ist gar nicht gut. Aber halt recht viel Angriff. Und es hat bestrafender Zug. Ja, ist jetzt nicht so mega. Oder? Moment, was ist bestrafender Zug? Erweitert Zugangriffe um Betäubung und erhöht die Angriffskraft geringfügig. Okay. Das ist ja jetzt auch nicht viel anders wie, So. Ist ja auch egal. Lass mal Rüstung gucken. Besonderen Wunsch? Ja, Rüstung. Was ist das? Ich hab neue Dinger. Das ist aber hübsch. Was ist das? Was können die? Schicksalssprung? Was ist ein Schicksalssprung? Weiche großen Monstern per langsamen Hechtsprung aus, indem du auf sie zuspringst. Ah, Hechtsprungdistanz erhöht. Es gibt ja, erhöht die Sammelgeschwindigkeit. Du kannst beim Sammeln oder Zerlegen nicht mehr zurückgestoßen werden. Bräuchte aber 3 Stück. Du kannst ja den Superman-Dive machen, also indem du rennst, vom Monster wegrennst und A drückst. Ne, rollen B, glaube ich. Ja, B. Also bei mir B, bei euch A oder was weiß ich was. Dann machst du diesen Superman-Sprung, wo du halt also dich hinschmeißt und dann halt unverwundbar in der Zeit bist. Relativ lange sogar. Und auch wenn du liegst, bist du noch unverwundbar. Und das kannst du dann auch auf Monster zumachen. Mit weggesteckter Waffe natürlich, ne? Aber ja. Ich finde, Sokrates bräuchte hinten die grauen Schwanzfedern da. Die sollten halt auch noch mehr rot sein. Aber naja. Ich will ja nicht zu viel meckern. Der ist schon ziemlich... Ich will es nicht hübsch sagen. Er ist einzigartig, okay? Er ist einzigartig. Muss ich da reingehen? Ah ja, guck mal, der hat wieder eine Nebenquest, schätze ich. Steht da Real. Ich bin froh, dass du zu mir gekommen bist. Dürfte ich dich um etwas bitten? Warum hast du eine Unterhose auf dem Kopf? Als Teil der ökologischen Untersuchung der Gilde benötige ich ein paar einheimische Wesen. Einheimische Wesen? Verstanden. Vielen Dank. Ich muss dir ja sicher nicht erklären, wie das Ganze abläuft. Ja, es wäre nicht schlecht, wenn du mir erklärst, was für Wesen du willst. An deiner Schleuder aus, ziele auf das Wesen, das du fangen willst, und Feuer. Ist ja nicht so, als würde ich das nicht schon die ganze Zeit machen, aber okay. Sind gefragt. Melde dich, wenn der Auftrag erledigt ist. Ist recht, Knecht. So, Nebenmission. Der Reals Forschungsbericht. Du kannst anheimische Wesen mit Hilfe deines Fangnetzes einfangen. Rüste das Netz über die Objektleiste aus und visiere. Ja. Ein zufälliges Exemplar der einheimischen Wesen, die fängst, da fehlt ein Du, wird an das Kommandozelt im Basislager auf der Windebene geschickt, wo du es beobachten kannst. Ah. Interessant. Und was hast du so, Ferdinand? Dass ich in meinem Alter noch Gelegenheit zur Grundlagenforschung an einer neuen Region bekomme. Leben überrascht uns immer wieder. Ja. Das Leben findet seinen Weg. So. Suche nach Einsamkeit. Nachdem die Jägerin den Doshaguma-Rudel aus Kunawa vertrieben und die Alpha erledigt hatte, ich habe Probleme mit die und da und do, gewährt die Dorfälteste dem gemeinsamen Expeditionsteam freien Zugang zum Dorf. Die Avis-Einheit reitet zurück in den Wald, um mehr über Olivias Fortschritte bei der Suche nach dem weißen Geist zu erfahren. Ich glaube, darum geht es. Aber wir machen... Zuerst mal holen wir uns ein paar Rationen ab, ne? Ich möchte Ration haben. Feldlager verwalten? Nee. Inhalt annehmen? Nee. Hat er keine Ration für mich? Interessant. Okay. Scheinbar nicht. Na, das ist ja seltsam. So, ich will mich jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen... Fange eine Spurenschwanzechse. Das sind die Eichhörnchen, die auf dem Schwanz stehen, oder? Warte.
Nee, war doch schon richtig. Kleiner Monster, einheimischer Wesen. Die da, oder? Wunschschwanzechse. Die weiß ich, wo es sie gibt. Okay. Kann man die irgendwie anpinnen? Das wäre natürlich richtig cool. Was haben wir hier noch? Antoshakuma. Ja, komm. Hier, Sokrates, komm mal her. Sokrates? Komm mal her. Ja, gut, danke. Mach mal da irgendwie hin. Lass mal kurz gucken. Nicht, dass es hier irgendwas Interessantes gibt. Okay. War nicht geplant, aber wird gerne mitgenommen. Darüber? Was ist das da unten? Gitterkäfer, naja. So. Eigentlich wollte ich da ja runter, ne? Nicht hoch, aber... Sag mal, renne ich jetzt wieder zurück? Kann das sein? Geh doch mal irgendwo runter. Ja, danke. So tief. Knochen. So tief hätte er jetzt halt nicht runtergemisst. Also, ihr Leute, ich muss in die Wüste. Okay, das geht nicht so. Ich muss auf jeden Fall in die Wüste. Also, da wo Sand ist, in die Dünen quasi. So. Und muss da diese kleinen Viechers da fangen. Kriegen wir aber hin. Ich weiß halt nur nicht, wo die Wüste ist. Zumindest ist die Wüste oben, wo es hell ist. Bin ich mir relativ sicher. Nee, ich will keinen Knallstein. So, oh Mann, ey, gut sieht's aus. So, ich will an den Baum, wo es das Vogelnest gab. Wo war denn das? Da. Meinst du, ob ich das Vogelnest abschießen kann? Nee. Okay, da fliegt so ein Vogel rum. Hab ich dich. Tut mir leid. Amphikauz. Ein Zugvogel, der im Wald lebt und sehr schnell... So, was ich auch noch fangen will, es gibt hier irgendwo, es gibt so große Grashüpfer. Komm mal her, ich muss absteigen, sonst... Da, hinten. Habe ich einen erwischt? Ein Kaiserhüpfer. Wollte ich gerade sagen, es gibt so große Grashüpfer, weißt du? Da hätte ich gerne einen. Zack, habe ich einen. Da irgendwo war gerade einer, ja? Ja, yeah, ich bin gut. Das sind überall Grashüpfer. Hey, ist ja voll krass. Geht ja richtig ab hier. So, ich muss also in die... Da ist wieder ein Doshakuma. Den bleibe ich jetzt erstmal weg. Der hat mich genug genervt. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Ich glaube rechts... Also, ist die Welt zu Ende? Kann man da nicht rübergehen? Da könnten wir lagern. Lagerplatz aufbauen? Ah, warte. Ich will doch Honig. Linker Trigger, Lagerplatz aufbauen. Okay. Will ich das? Weiß nicht, warte. Überlassen wir den Zeitri die Führung. Ach ja. Ach, ich habe das ja ausgeblendet. Habe ich das hier irgendwo drin? Nee, ich habe das noch gar nicht in der Schnellstartleiste. Naja, Pech gehabt. Dann bauen wir hier kein Lager auf. So. Ja, ich muss ja hier umgucken, muss ich mich ja. Also, die komischen Viecher da sind unruhig. Ist ein Doshakuma in der Nähe höchstwahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, für was die gut sind, aber ich nehme sie mit. So, wir müssen in die Wüste. Ich habe keine Ahnung, wo die Wüste ist. Ich könnte die Karte aufmachen. Will ich aber nicht.
Was ist das da? Also so ein Besentierchen. Ah ja, siehst du? Wollte sich verstecken, kannst du vergessen, Junge. Und das sieht cool aus, da will ich hin. Das sieht mir hier eher nach Lager aus, wenn du mich fragst. Nein. Jetzt habe ich ihn verpasst. Ja, da war wieder ein Pillendreher quasi. Aber habe ich schon mal einen gefangen, von daher. Aber ist halt dumm, dass wenn du die Kacke aufhebst, dass der dann gleich abhaut. So. Okay, ich geb's auf, komm. Komm, lass einfach gut sein, ich muss gucken. Yes, ich bin komplett die falsche Richtung, ja. Was ist das da? Erdungspfeiler. Erdungspfeiler. Zündfunke. Ich bin da oben. Komm, ich mach da einen Pin drauf. Und sag, auf geht's. Auf geht's, Sokrates. Führ mich zum Eichhorn. Oder so. Bisschen schneller, bitte. Da fällt mir noch was ein. Moment, zerkaute Überreste? Wo? Da hinten? Nee. Sandpfeffer. Das ist doch aber total dumm, dass da eine Wasserlilie ist, eine Vitalitätswespe und hier genau beides auch. Oder werden die voneinander angezogen oder wie? Kann nicht sein, ne? Komm, brauchst nicht wegfliegen. Was ist denn das da hinten? Ach, das ist ein Baum. Ja, komm. Eigentlich will ich noch unbedingt eine Kröte fangen. Da gibt es irgendwo so diese Lame-Kröten und die kann man ja auch mit dem Netz einfangen, weißt du? Aber soll halt nicht sein. So, wir sind schon mal in der Wüste, das ist doch schon mal gut. Das heißt, hier irgendwo... Lustigerweise, ihr müsst mal gucken, wenn wir eins finden oder zwei von diesen Eichhörnchen da, die stellen sich ja auf ihren Schwanz zum Gucken. Dann musst du mal auf die Spuren gucken, die das Vieh hinterlässt. Sieht aus wie ein Monsterfußabdruck. Zumindest steht so in der Beschreibung. Hab selbst noch nicht geguckt. So. Also, ich brauche diesen kleinen Viechern. Ich würde die halt jetzt gern machen, weißt du? Dann habe ich sie gleich weg. Ah! So, guck, seht ihr den Abdruck? Ja. Sieht aus wie ein Monsterfußabdruck. Könnte ein Doshaguma sein. Lustig. So. Das hätten wir. Dann würde ich mal sagen, nix wie weg. So. Wo muss man hin? Nee, das ist das Dorf. Da muss unsere Basis doch irgendwo in der Nähe sein. Da oben. Komm, wir machen mal eine Schnellreise. Damit ihr das auch mal gesehen habt, natürlich. Normalerweise mache ich ja keine Schnellreisen. So, wo ist er denn? Der Naftel, nette Natter. Hast du kurz Zeit? Ich hab was für dich. Ja, was denn? Ich komm. Wenn du so fragst, dann komme ich natürlich gerne. Was hast du denn? Wie geht's? Alice erzählt was von der Fülle. Worum geht's da? Was meinst du? Ich meine, ich verstehe es. Das Wetter macht, was es will. Aber es sollte doch nicht so pünktlich sein. Ey, du wolltest mir doch jetzt was geben. Mädel, gib's mir. Wir sehen uns. Ah, da, ins große Zelt muss ich. Ja, okay. So, hier. Erledigt. Arbeit. Ich habe das von dir gefangene Exemplar unter meine Obhut gebracht.
Unsere Untersuchung der Windebene wäre somit abgeschlossen. Damit ist mir der erste Platz sicher. Der erste Was Platz? meinst Ach, gar nichts. Ignoriere, was ich gesagt habe. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Hier, als Entschädigung. Was gibt's? Ja, sag mir doch, was gibt. Honig. Ja, komm. Gildenpunkt und Honig. Ja, komm. So, Natta, was bist du eigentlich? Ja, lass uns über Jagdgruppen reden. Jagdgruppen verwalten. Wie es der Zufall so will, bin ich in einer Jagdgruppe. For the Gag. Was heißt denn benötigt? Ja. Ja, es sind im Moment nur 2 Leute drin. Wird höchstwahrscheinlich auch nicht mehr. Doch, 4, 3. Also eine kommt auf jeden Fall noch rein. Wenn sie sich mal dazu entschließt. Hier, Anja, ich meine dich. Wenn sie sich mal dazu entschließt, Monster Hunter zu spielen. Und nicht die ganze Zeit Cult of the Lamp oder wie das heißt. Aber ja, komm. Lass die ruhig was anderes zocken. Dann kann ich hier ordentlich Vorreiter spielen. Nee, ist schon in Ordnung. So. Also, Natta. Gehen wir zum Wald? Ja. Ja. Okay. Okay, alles klar. Gehen wir zum Wald. Im Wald ist es bitter kalt. Oder ist im Wald jetzt auch irgendwie anders? Also hübscher. Weil die ganze Zeit war es ja schon hell, aber eher diesig. Dürfen wir kurz stören? Klar doch. Entschuldige, wer bist du nochmal? Ich bin Alma von der Avis-Einheit. Aha. Ich Okay. tu das ein bisschen, Sag mir nichts. ne? Jetzt hast du immer diese Pausen da dazwischen. Die überspringen wir jetzt einfach mal. Also, ist die Mission der Astrum, ja, wie lautet die Mission? So rum. Ist es die Suche nach dem weißen Geist? Ihr sollt auf Befehl der Gilde im verbotenen Land sein und nicht auf Wunsch oder Empfehlung. Schätze schon. Aber unser Hauptziel ist es, die Hüter zu retten. Zu retten. Zumindest ist das Olivias Ziel. Ich habe was anderes, an dem ich arbeite. Und was? Ja, genau. Und was? Den Anhänger von dem Jungen. Ich soll mir das Ding genauer ansehen. Niemand weiß, woraus er besteht. Ein komplettes Rätsel. Aber eins ist sicher, das ist kein bloßes Schmuckstück. Es ist wichtig. Ich weiß es einfach. Also, Jedenfalls lautet so mein Befehl. Sie sagen, ich mache. Mehr ist da nicht. okay. Also zuallererst mal, wenn er doch davon redet. Dürfte ich dich vielleicht fragen, wie du das Wyvernfeuer erfunden hast? Okay. Wenn er doch den Stein untersuchen soll, warum untersucht er denn nicht den Stein? Ist eh Stattdessen zu lange lässt er den Jungen einfach rumrennen und überlegt dann, aus was könnte denn der Stein sein? Soll ich dir abkaufen? Na komm schon, sag's mir. Wyvernfeuer imitiert die Art, wie echte Wyvern Energie verdichten und freisetzen, oder? Ja? Die Technologie kommt überall zum Einsatz. Wyvern-Explosion, der Demolierer und so weiter. Sowas vergisst man doch nicht. Okay. Hast du Olivia und Erik gesehen? Wir haben Saikri aus Kunafa für sie dabei. Nein, schon eine ganze Weile nicht. Sind sie los, um nach dem weißen Geist zu suchen? Ja, stimmt ja. Sie haben mir gesagt, dass Sie aufbrechen wollten. Okay, der ist wirklich einfach nur vergesslich, der Kerl. Oder so. Damm im Wald? Okay, Lass uns danke. den beiden ihre Saikri bringen. Darf ich mit? Vielleicht finden wir den Geist. Ja, willst du ihn unbedingt sehen, oder was? Ich will nicht mehr Energie verbrauchen. Als Das ist die richtige Einstellung. Geh jetzt eine Runde pennen. So. Zum Damm geht es da lang. Damm, Damm. Damm, Damm. Ja. Dann reite vor. Ich reite nach auf Sokrates. So. Jenseits der Sintflut. Was waren das für Spuren, die ihr gefunden habt? Es sah aus wie Schleifspuren. Der Geist hat etwas mitgezerrt, als er unser Dorf angegriffen hat. Damit hat er
alles kaputtgeschlagen. Alle haben geschrien. Ich hab's verschwommen hinter Taschin gesehen. Dieses schreckliche weiße Ding. Es hat sich in mein Gehirn gebrannt. Es schüttet ganz schön. Ja, es stimmt, es regnet. Die Strömung hat auch deutlich zugelegt. So ein Regen hat sicher auch Auswirkungen auf die Monster hier. Ja, die werden Wir halt sollten nass. besonders vorsichtig sein. Ja, beeilen wir uns. Ein Notsignal! Oh oh. Das ist die Astrom-Einheit! Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ich habe meine Ausrüstung nicht gewechselt. Ach, das ist alles schlecht. Muss ich ein bisschen mehr Zeug sammeln. Ein furchtbares Muss Monster unbedingt Zeug sammeln. sein. Der weiße Geist oder noch was anderes? Es muss der Geist sein. Nata, wenn es der weiße Geist ist, musst du unbedingt ruhig bleiben und beobachten. Was ist das hier für krasse Musik? Nicht vom Schreck her. Ist gut. So. Was ist los? Zurück! Okay, die ist mit dem Biologen unterwegs. Das ist mir gerade egal. Ey, ist das nicht ein Drachenältester? Also, Nata! Nein, das ist nicht das Monster! das ist ja auch nicht Das ist weiß. ein Revier. Und wir stören. Ja, dann sollten Ich wir... beschäftige es. Wie wär's, wenn wir einfach abhauen? Also... Alter. Ich glaube, ich sollte helfen. Donnerwaffe gibt's noch nicht, glaube ich, für mich. Dachte, vielleicht entkommen wir. Hab mich geirrt. Ermüden wir es. Dann Neuversuch. Bin dabei. Danke. Ich sollte wirklich mal meine Rüstung überdenken. Unvermeidbar. Die Bedrohung abzuwehren. Verstanden! Olivia, wir haben Cycling für euch. Kannst du reiten? Ich lerne schnell. Alter, okay. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Ich wollte eigentlich Heilung haben. So. Und ich will hier weg. Okay. Ich will hier weggehen. Kann ich hier irgendwie weg? Hierhin zum Beispiel. Kann ich da kämpfen? Nein. Das Ding ist, es ist mir hier einfach zu eng. Ich mach das nicht gerne. Da. Lass das. Kann ich nicht leiden. Komm doch her, wenn du dich traust. Hast du gedacht? So, jetzt bist du fällig, Junge. Komm her. Und da unten ist auch noch einer.
Eieiei, das kann ja richtig schreien. Mir dann Schwanz. Ja. So. War cool. Sehe ich auch gerade. Ah, das ist ein Kadaver von irgendwas. Okay, der. Das sind lauter. Ich dachte, dass das irgendwie Teile sind, die vom Monster abgebrochen sind oder so. Aber na komm, ist egal. Wir nehmen einfach alles mit. Wir müssen es so tief es geht in den Wald drängen. Aber habe ich vor, Findet, haben wir ein Problem. Ja, verstanden. So. So. Da müssen wir rüber, glaube ich, oder? Ja. Wo gehst denn du jetzt hin? Bist du dumm oder was? Du sollst doch einfach nur der Spur folgen. Wenn ich Sokrates, ich mache mir so langsam Sorgen. Sokrates. Ihr könnt ja vergessen, meine Witze werden heute nicht besser. So. Gehen wir mal Olivia hinterher. Ah, jetzt gehen wir hinten in die Arena, die da ist. Ich hab ja heute ein bisschen online gespielt. Entweder zerstören wir den Schleier oder wir finden einen Weg, den Körper direkt anzugreifen. Hört sich gut an. So, jetzt pass auf. Rein damit. Miau. Kaboom. Was mache ich da für seltsame Zahlen? Was mache ich da für seltsame Zahlen? Ich weiß auch gar nicht, welchen Schleier ich da kaputt machen soll. Den am Kopf oder was? Oder? Macht das auch nochmal was anderes, außer nur brüllen? Nur sich hinfallen lassen? Ah, okay. Das macht ordentliche Wellen. Interessant. Haut's ab oder was? Hä? Unterwegs die Augen. Schlagen wir es in die Flucht. So, pass mal auf. So. Auf geht's.
So, sind wir jetzt in der 15 oder so, glaube ich? Ja, da hinten ist so eine kleine Insel. Die kannst du kaputt machen. Ah, jetzt weiß ich auch, für was die Käfer da gut sind. Ah, ich habe ganz gar nicht gesehen, dass ich noch auf dem Psychic draufstehe. Na komm, komm. Hast du gedacht. So. Okay. Hätten wir blocken können. Auerle. Voll wehgetan. So. Jetzt pass auf. Ich glaube, das wäre besser gewesen, wenn ich es getroffen hätte. Ja, ganz ruhig. Ah. Ich werd übermütig, ich merk's. Ein Ding. Ja, das war der Superman Dive übrigens. Falls ihr euch gefragt habt, was ich hier rede. Eieieiei. Okay, der hat jetzt wieder sein Zeugs ausgefahren. Wir haben neue Vorräte. Wie jetzt? Ich wollte es gerade K.O. hauen. Es kommt eine Zwischensequenz. Okay. Hat keinen Bock mehr auf uns. Einfach so, ihr könnt mir gar nichts. Tschüss. Gehen wir. Ja, wie? Wieso feuerst du dein Notrufsignal ab und dann haust du ab? Ist ja auch sinnlos, oder? Olivia! Zuerst. Konntet ihr es besiegen? Vorerst. Ja. Das Monster hatte es wirklich in sich, was? Ja, aber es ist noch da. Kommt! Was ist das denn? Das ist Nata. Okay. Ich hatte irgendwie gehofft, es war doch alles nur Einbildung. Ich würde ihn eher so als Rosa-Riese bezeichnen. Der weiße Geist. Es gibt ihn!
Cool, kann ich einen Karven? Okay. Oha. Da wächst ein Kriegerwille in ihm auf. Oder wie das heißt. Nata? Alles gut. Das ist er also. Der weiße Geist. Tja, mehr gibt's hier nicht zu tun. Zurück zum Nein! Basislager. Ich will den Karven. Was soll das? Lasst mich kurz noch untersuchen, warum er hier gewesen sein könnte. Ja, genau. Hört auf ihn. Lasst ihn noch ein bisschen hier. Lasst mich noch ein bisschen karven. Mann, ey. Da muss man aufpassen, dass nicht das wie bei Walfischen ist, dass sie innen drin gären, weißt du? Und dass sie dann irgendwann explodiert. So, und fest mal in der Tiefe. Uduna-Zertifikat, ja, das ist klar. Was haben wir hier? Tentakel vom Rücken eines Uduna, bedeckt mit einer Mischung aus Wasser und Körperflüssigkeit. Aha. Uduna-Zilien. Extrem feine Haare vor einem Uduna. Verwoben bilden sie eine dünne und wässrige Membran. Und eine Schuppe glitzert in vielen Farben wie ein Kaleidoskop. Und hier ein Aquabeutel. Monsterorgan, das Wasser speichern kann. Und hier noch eine Haut. Wegen ihrer Härte und dem spektakulär bunten Muster hochgeschätzt. So, 10, 15. Immerhin. Und Level Up. Jawohl, ja. So. Bild ist jetzt nicht so spektakulär, aber es ist wenigstens bunt. So. Jawohl! So. Und gleich mal eine Platte rausgezogen. Jawohl, so muss das sein. Ich höre gerade neben von den billigen Reihen höre ich gerade Cheater. Kannst du vergessen, Cheater. Ich bin halt einfach gut. Nix Anfängerglück. Still jetzt. Lass mal hier den Pöbel, der hat gefälligst still zu sein. So. Ja, keine Ahnung, wer kein Monster Hunter kennt, der braucht mir erst gar nicht zuzugucken, weil, warum guckt ihr dann da? Keine Ahnung, Low und High Rank ist, glaube ich, Platte, so das exquisiteste, was du aus einem Monster ziehen kannst, das seltenste Material. Im G-Rank oder wie heißt das jetzt? Jesse, wie heißt der G-Rank jetzt? Ja, wissen wir nicht. Im G-Rank, der 3. Schwierigkeitsgrad, der jetzt anders heißt, jetzt seit, keine Ahnung, fast 10 Jahren oder so, da gibt es dann noch die Hüllen, die dann noch seltener sind, aber okay. So. Ja, mir ist schon klar, dass ich mit Olivia sprechen muss, aber... Gebiet 7, großer Baum, Feldlager entdeckt. Ruine im See. Jetzt pass auf, wir können ja mal kurz in mein Beutelchen gucken. Wo haben wir sie denn? Haben wir die nicht da drin? Oder ist das ein Feldbeutel? Da. Mal gucken. Also, Uduna hat Seltenheit 4, das hat Seltenheit 5. Ist im Low Rank zumindest bisher das höchste, glaube ich. So, ja, komm, wir machen hier mal... Erstmal zurück zum Basislager. Okay. Gute Idee. Bim bam, bom, bom, bam, bam. Okay, also was wissen wir? Bodentexturen. Ich vermute, wir sind uns einig, dass das Monster, das dort aufgetaucht ist, der weiße Geist war. Und dass er mit dem Leviathan irgendwas gemacht hat, das ihm zum Verhängnis wurde. Allerdings gab es keine Anzeichen äußerlicher Verletzungen, was bedeutet, dass der weiße Geist keine herkömmliche Angriffsmethode benutzt. Hä? Sondern Sehr beruhigend. Zauberei oder was? Wir sollten zu den Woodwoods. Vielleicht hat ihn dort auch jemand gesehen. Wir Ja. stellen hier noch ein paar Untersuchungen an. Viel Glück euch. Sehr schön. Okay, kann man alles gebrauchen.
20 Gildenpunkte. Feldlagerlimit wurde erhöht. Du hast neue Auszeichnungen, Regen und Schatten. 2 neue Titel, das hört ja gar nicht auf. Namensplakette und neuen Hintergrund. Können wir gehen? Geduld. Ja, Wir Geduld. müssen uns vorbereiten. Diesmal müssen wir uns wirklich... Oh, wer ist denn das da? Guck mal, der hat einen Trank auf dem Rücken. Der ist ja hübsch. Nata, so etwas darf man nicht überstürzen. Weißt du, wie wir so weit gekommen sind? Wir machen einen Schritt nach dem anderen. Gut, aber geht das nicht schneller? Nee, geht nicht schneller. Lass erst mal ins Lager gehen, mein Zeugs wegmachen. Ich bin schon wieder so voll. Also mit Zeugs meine ich. So. Beruhigungsbombe behalte ich mal noch. Nullbeeren hätten wir eigentlich auch behalten können. Nullbeeren sind immer gut. Und Kräutermedizin zur Heilung von Zeugs. So, eventuell sollte ich auch das da oben wieder einschalten, wenn ich mal wirklich ein Lager bauen will. Söchen, Popöchen. Jetzt gehen wir natürlich erstmal irgendwo hin, wo wir nicht hängen bleiben. Dahin. Hey, seid ihr wirklich dem weißen Geist begegnet? Ja. War voll krass. Dann existiert er wirklich. Junge, du hast eine Also Mücke am klar, Bauch. Ich dachte ja nicht, dass der weiße Geist wirklich ein Geist ist. Aber plötzlich fühlt sich, was Nata und seinem Dorf passiert ist, viel realer an. Das Ding wiederzusehen war für ihn sicher genauso traumatisierend. So, lass mal bitte gucken, was wir alles Schönes bauen können. Nix ist nicht viel. Toshaguma, Kematris, Erzknochen, Balahara. Im Ernst, nix Neues freigeschaltet. Finde ich nicht gut. Toshaguma-Waffe können wir bauen. Daraus gehen dann wieder 3 Zweige ab. Was bedeutet dieses Icon da? Dass wir sie nochmal bauen können? Also ja, aber... Weiß auch... Oh, was ist das? Ich glaube, das ist neu dazugekommen. Man hat eben zumindest mal geblinkt. Ach stimmt, wir können noch eine Balahara-Waffe bauen. Jetzt hätten wir ja genug Sachen. Ja, komm. Guck mal hier. Da hat ein Aquabeutel gefehlt. Den haben wir jetzt. Sehr schön. So. Sollen wir wirklich das bauen? Ja, komm. Wasserwaffe kann man immer gebrauchen. Alles klar. Alles klar. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich muss das laufen lassen. Perfekt. Ich finde sie gar nicht mal so hübsch. Muss man doch auch mal sagen, ne? Im Ausrüsten will ich sie auch nicht. So, gibt es noch irgendwas, was wir bauen könnten? Noch nicht haben. Was ist denn mit dem da? Was bedeutet dieses Zeichen? Ich glaube, ich habe das als Zweitwaffe drin. Ich glaube, das könnte es bedeuten. So, Doshaguma müssten wir auch bauen. Habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Obwohl, ja komm. Egal. Wir bauen alles erstmal, was geht. Die ist hübsch. Fällig, sehr fällig. Die Waffe ist fällig. Komm mal her. Doshaguma. Können wir da irgendwie noch was verbessern? Nee, im Moment könnte man halt gar nichts machen. Rüstung hätte ich gerne noch geguckt. Weiß nicht, zeig mal. Aha. Zumindest Rüstungsset können wir uns bauen. Erstmal Doshaguma-Set angucken. Erinnert irgendwie an Mad Max. Was hat's denn für Sachen drin? Doshaguma macht. Was ist das? Doshaguma macht. Vorübergehend Angriff plus 25 nach einem erfolgreichen Machtkampf oder Gegenstoßangriff. Das wäre eine feine Sache. Oh, du brauchst halt wirklich 4 Teile. Das ist schon viel, finde ich. Kritisches Ziehen, nicht so geil. Freie Mahlzeit, Stufe 3. Okay, Erholungsplus, Erholungstempo, Objektverlängerung, Selbstverbesserung.
Also das nach erfolgreichem Gegenstoßangriff, sprich ein Counter. Das wäre halt schon ziemlich geil. Muss man ja mal sagen. Zeig ich mal her, wie die Frauenrüstung aussieht. Noch mehr nach Mad Max. Da sieht die Männerrüstung besser aus. So, was haben wir denn hier Feines? Wieso Doshaguma-Set? Ich will doch... Ach, ist egal. So, was haben wir denn hier? Udunas Deckung. Erhöht vorübergehend Verteidigung bei der Verwendung von Spezialwerkzeugen. Was ist Spezialwerkzeug? Keine Ahnung. Erhöht vorübergehend Angriffskraft. Das ist Gefallen für den Fürsten. Wenn Effekte wie Melodieeffekte sich auf Gefährten im Umkreis... Ja, ich habe leider... Zeig mal her, ich will das Ding komplett sehen. Ach, das ist es? Ja, aber... Moment. Ja, aber das ist doch nicht... Die Brust sieht doch nicht so aus, oder? Wieso kann ich das nicht als Ganzes machen? Sondern nur... Kann auch nicht geschmiedet oder verbessert werden, okay. Oh, guck mal. Oh, das wackelt. Die Beinringe da wackeln und die Ketten. Okay, das ist cool. Ach, die Männerrüstung sieht genauso aus. Oder sehe ich das jetzt halt falsch? Nee, die Männerrüstung sieht besser aus. Die hat nicht so viel Klimbim dran. Ja, lass sie aussehen, wie sie will. Ich kann es trotzdem nicht machen. Oder ich will auch gar nicht machen, sagen wir es mal so. Ja, aber guck mal, warum? Naja, weil es halt so ist, keine Ahnung. So. Komm, wir gucken noch mal ein bisschen Palico-Ausrüstung an. Da haben wir auch neue gekriegt. Das sieht nice aus. Oh, das hat ein kleines Teddybärchen vorne drin. So. Doshaguma-Set. Oh. Muss man wohl... Ach, da fehlt der Helm. Kann ich noch nicht bauen. Okay. So, was macht die Wasser? Ja, nee, das lassen wir einfach jetzt mal, wie es ist. Alles klar soweit. Haben wir sonst noch irgendwie was Interessantes anstehen, den wir was fragen könnten? Ja, komm. Warte. Erstmal mit Olivia reden. Sind also bereit, sich von unserem Sakri zu trennen? Ein großzügiges Angebot. Ach so, die Leute aus der Windstadt. Wir wissen nichts über den weißen Geist, außer dass ein Dorf voller Menschen angegriffen hat. In diesem Ökosystem mag alles Leben gleich sein, aber ich bin ein Mensch und um unseretwillen muss ich ihn aufspüren. Ja, dann wollen wir uns mal ein bisschen ranhalten hier, dass das auch... Bist du bereit, die Woodwoods zu treffen? Ja, bitte. Warte mal, ich habe da was im Bad. Zuallererst mal, was hältst du da vom Geist? Wir haben ihn endlich gefunden. Seine Färbung, die kettenartigen Fortsätze. Alles genau wie Nata es beschrieben hat. Ja. Wie geht es ihm? Er ist ziemlich mitgenommen. Kein Wunder. Wir müssen ihn im Auge behalten, damit die Unruhe in ihm nicht in Wut und Hass umschlägt. Bist du bereit, die Woodwoods zu treffen? Ja, bin ich. Auf geht's. Alles klar, dann mal los. Dann mal los. Werden wir hingebeamt oder reiten wir hin? Zu den Scheinbar Woodwoods reiten wir. hier lang. Der Regen hat aufgehört. Der Wald strahlt förmlich. Oh, ja, wirklich, der ist hübsch. Ja, über all das habe ich fast vergessen, wie schön der Wald ist oder so, keine Ahnung. Ich kann mich immer noch nicht umgucken. Und gleich ein ganzer Schwarm. Jetzt nimmer. Jetzt ist nur noch ein halber Schwarm. Atemberaubend. Ein Moment wahrer Schönheit der Natur. Alles glitzert so schön, ja. Ja, wirklich schön. Es ist wirklich. Objektleiste öffnen, Fangnetz auswählen, Spezialmunition laden.
Ach, daneben, die habe ich eh schon. Macht aber nichts. Wo pfeift's da? Ja, komm. Der ist zu weit weg. Mal ein Schwarm Fische. Oh ja, cool, her mit. Sind die hübsch, wie die wohl schmecken? Unter den Sternenstäubern waren auch Sushi-Fische. Das sind Vögel. Sushi-Fisch Habe ich die wird schon? auf der ganzen Welt gegessen. Würde mich nicht wundern, wenn Woodwoods das abtäten. Habe ich dich. Was war das? Ein Zierflügler. Die werden, wenn es so wie jetzt ist, werden sie bunt. Vorher sind sie einfach nur grün. Woher ich sowas weiß? Ich habe mir die Beschreibung durchgelesen. Da stehen dann so Sachen drin. Sieht aus wie ein Regenbogen. Ja. Es gibt Regeln, welche Kreaturen wir in jeder Region für den Verzehr fangen dürfen. Ist egal. Wenn man so, Diese Vögel gehören nicht dazu. was mit dem Rücken zur Sonne ist, kann gegessen werden. Besorgt. Alte japanische Wir Weisheit. sind hier nur Besucher. Sein Und Dank, halb dass wir verspeister das Haus Kadaver. entnehmen dürfen. Ja, alles eingesackt. Guck mal hier. Giftkelch. Warte, den müssen wir aktivieren. Oh, was habe ich denn da gefangen? Ein Tarnäffchen? Das hat sich gut getan. Ich habe es gar nicht gesehen. Wie vielfältig der Wald ist, ha? Ich meine, jetzt wird es einem erst richtig bewusst. Oh, das Wasser ist jetzt ganz klar. Man sieht nicht oft, dass sich die Umgebung so plötzlich verändert. Das ist ja schon fast hübsch. Ich meine, es ist immer noch kein Vergleich. Ich habe heute Mittag mal wieder Rise angemacht. Was ist das da hinten gewesen? Also Monster Hunter Rise beziehungsweise Sunbreak und ey, es sieht einfach deutlich besser aus. Seid begrüßigt, niedere Kreaturen. Seid ihr wegen unseres rühmlichen Honigs hier? Hallo. Eigentlich haben wir bloß ein paar Fragen, wenn das geht. Was macht ihr hier? Sammelt ihr gerade Honig? Haarig genau. Immer nachdem der Himmel ausfällt, brilliert der Wald. Wasser, Vegetierung, Honig, alles funkelt. Vegetierung. So ist der Wald und so sind die Woodwoods schon seit einer langen Zeit. Die Aussicht auf etwas Schönes nach dem Regen. Über die Generation haben die Woodwoods gelernt, mit dem Wald in Harmonie zu leben. Ja, ja, Harmonie. Ja, ist ein Harmonie. gutes Wort. Was war das für ein Monster beim Damm? Sind wir einem Leviathan begegnet. Er war von einem Wasserschleier umhüllt. Ah, der Herr des Waldes. Er erscheint, wenn der Himmel ausfällt. Vermutlich bleibt er bis zum Regen im Wasser. Die Überflutung vergrößert seinen Aktivitätsradius. Dann ist er wahrscheinlich der Apex-Räuber des Waldes. Ein Monster mit kettenartigen Fortsätzen ist während des Regens aufgetaucht. Habt ihr gesehen, wo es hin ist? Nein, für solche Sichtungen hatten wir keine Augen. Nicht während unsere Aufmerksamkeit am Honig klebt. Ja, dann. Tja, Danke. niemand hat was gesehen. Trotzdem. Wir haben seine Spur verloren. Wartet! Kommt, Das sind doch die auf dem Winddorf. Für euch. Otto, Reisende. wie unerwartet euch hier zu treffen. Reist ihr gemeinsam? Wir sind uns beim Lager begegnet. Also haben wir angeboten, sie zu begleiten. Wohin? Zu einem Dorf bei den Ölquellen. Wir reisen nach jeder Sandflut dorthin, um zu handeln. Wo ist dieser Ort? Hinter dem Wald. Sie sind berühmt für ihre Handwerkskunst. Das Stein, das Knochen und das Ölvolk dort haben ihr Geschick seit Urzeiten perfektioniert. Wenn das nichts für mich ist. Abmarsch! Verstanden. Du suchst doch deine Heimat, oder?
Ein geschichtsträchtiger Ort wie dieser wird sicher antworten. Warum begleitest du uns nicht dorthin? Heimat. Ja. Nehmt mich mit. Ach, guck mal, wie die Augen Ich würde funkeln, auch hast du gern gesehen? mitkommen. So viel Begleitung hatte ich nicht erwartet, aber von mir aus gern. Danke. Danke. Na kommt, Leute. Hm. Gehen wir los. Das heißt, geht gleich weiter ins nächste Gebiet. Jo, da werden keine Gefangenen gemacht hier. Ey, mein Saikri sieht so schön aus, mein schöner Sokrates. Eigentlich wäre Seikrates viel besser, aber das ist nur halb so lustig. Dieser Weg führt also zu Ölquellen? Ja, wir nutzen ihn als Handelsroute. Er ist gut gesichert. Womit handelt Welche ihr? Art Waren handelt ihr? Wir tauschen Leder, Milchprodukte und Windquarzarbeiten gegen Metallwaren und raffiniertes Öl. Wir bekommen einzigartige Materialien, die nur dort hergestellt werden. Klingt vielversprechend. Junge. Da lädt gerade was extrem nach. So. Zumindest ist es hell. Ich bin immer froh, wenn etwas hell ist. Die Leute nennen es das Ölquellbecken. Okay. Wie der Name schon sagt, sprudelt in einer Saison das Öl hervor, bevor es in der nächsten in Flammen aufgeht. Eine Region des Feuers also. Wir sollten uns hitzebeständige Ausrüstung zulegen. Ja, Ja, ist besser eigentlich eine gute Idee. Gibt's hier einen Schmied? Schöne Fackeln haben sie aber. Nicht runtersehen, warum? Oh ja. Keine Sorge, die Saikri können uns aus der Luft fangen. Guck mal, da tropft Öl runter oder so. Interessant. Oh, ganz schön eng. Diese Engstelle und die Brücke sind ein guter Schutz gegen große Monster. Wir sind fast in Azus, Heimat der Schmieden. Ich kann's kaum erwarten. Oh, Handwerkerhimmel, ich komme. Du sagtest, es gäbe 3 Stämme? Wo bekommt das Knochenvolk wohl seine Materialien her? Von Monstern wahrscheinlich? Was ist denn das für eine dumme Frage? Wehe, ihr zwei blamiert uns. Ich stelle euch dann den Oberhäuptern vor. Keine Sorge, sie scheren sich wenig um Formalitäten. Das wäre großartig, danke. Alma, können wir nach den Hütern fragen? Ja, na klar doch. Azus, Heimat von Schmieden oder so. Da wohnen die Schmitz. Ich bringe euch zu den Anführern. Beeindruckend. Das kannst du laut sagen. Es werden wohl nicht alle Schmieden genutzt. Das wird schon. Das sagst du, aber... Hey, schön dich zu sehen. Gut, dass du da bist. Ist lange her. So eine Überraschung. Du musst zum Fest bleiben. Darf ich vorstellen? Gäste unseres Dorfs. Sie sind Reisende aus dem Westen. Schön, euch kennenzulernen. Tja, damit seid ihr auch unsere Gäste. Willkommen, Reisende. Das hier ist Was für eine krasse Frisur hat. Heimat der Also Frisur ist es nicht so, aber die Wie ihr seht, blicken Dinger, wir auf die da eine rein rasiert lange sind halt. Handwerkstradition zurück. Ich bin Aida, Oberhaupt des Knochenvolks.
Wenn es Monstermaterialien zu verarbeiten gibt, seid ihr bei uns richtig. Ich bin Dogar. Ich führe das Steinvolk an. Ich dachte, das Metallvolk hätte ich jetzt gedacht. Okay. Ihr müsst mir alles zeigen. Da hast du Glück. Ihr kommt gerade rechtzeitig für das Feuergussfest. Dass wir gewinnen. Da gibt's was zu gewinnen. Beim Weiter. Während des Fests wird der Ewigherd entzündet. Das müsst ihr gesehen haben. Es dauert noch etwas, bis es richtig losgeht. Also bitte, fühlt euch so lange wie zu Hause. Kommt erst mal an. Entspannt. Habt vielen Dank. Ja, aber gibt's eine Dreivölker, Knochen, Stein Ihnen alles. und noch was? Haben die nicht was von 3 gesagt? Halt. Das sieht doch gut aus. Hey! Ich will dem Knochenvolk zusehen. Ist das okay? Ich gehe mir derweil mal diesen Ewigherd ansehen. Ich würde mich am liebsten aufteilen, um mir alles gleichzeitig anzugucken. Ich treffe das Oberhaupt des Ölvolks. Er hat die Ach, Position Ölvolk, schon seit genau. Ölvolk ist das dritte. viele Jahre. Und sein Wissen reicht ziemlich weit zurück. Dann hat er vielleicht von den Hütern gehört. Folgt mir. Vergiss es, Boss! Ich hasse dich! Warte! Ich komme mit! Ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen. Das Mädchen. Sie ist vom Ölvolk. Ich hoffe, Der es Junge ist auch etwas vom Ernstes. Ölvolk. Er hat dasselbe Zeug. Also, kann natürlich sein, dass er nur das Zeug vom Ölvolk hat. Alma und die anderen gehen So. mit dem Oberhaupt. Kannst du in den Ölquellbecken Feldlager errichten, so. Erkunde Azus. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Erstmal gucken, was das da oben ist. Ja, Säcke ist das. Kann ich mit euch reden? Hallo. Warte mal, das kann ich auch. Pass auf, pass auf. Servus. Also auch nochmal. Die auch noch. Wieso kann ich den Gruß nicht machen? Geht wohl nicht. Seltsam. Oh ja, guck mal da. Wo gucken die da hin? Was gibt's hier? Ja, nix, ne? So, wir gucken uns natürlich jetzt erstmal hier um. Das sind die Aufzüge, die sind mir doch schon ein bisschen gruselig, wenn man da ein bisschen zu spät rausgeht. Das ist so diese... Weiß nicht. Bin noch nie in so einem Paternoster-Gedönse da gefahren, aber ganz... Eine Lieferung Ration ist reingekommen. Her mit, kehr mit. So, 10 Stück gleich, jawohl. Und du, hast du neue Sachen? Eine schlechte Auswahl. So. Gibt es denn irgendwie was Cooles? Nee, nichts Neues. Hätte ja sein können, dass da irgendwie... Nee. Ich doch nicht. Das hier ist die Schmiede, aber da ist noch keiner. Ah, das ist mein Feldlager. Komm, gehen wir mal ein bisschen Zeugs wegbringen. So. Gegengift brauchen wir nicht. Aber eine Falle. Wir nehmen mal eine Fallgrube mit. So. Guti. So, sprich mit Jabran. Will ich noch nicht. Ich will erstmal... Ja, wir sind Jäger. Wir kämpfen mit diesen Waffen gegen Monster. Wir sind derzeit auf der Suche nach einem bestimmten Monster. Verstehe. Deshalb also die weite Reise. Okay. Kann man da durch? Nee, leider nicht. Leonine Maserike. Was machst du da?
Haufen liebenswerter Muskelprotze. Sagst du gerade, guck mal deine Oberarme an. Und du hast kalt. Auch nicht schlecht. Oh, was ist das da? Sind das einfach Erze oder ist das wertvoll? So. Euch kann man nicht reden. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hingehe. Da hoch muss ich... Ey, warte mal, komme ich da nicht her? Nee, das sind andere Aufzüge, oder? Ja, das sind definitiv andere Aufzüge. So. Ich glaube, dieses Erkunde irgendwas, das heißt, ich muss zu den roten Dingern, muss mit denen labern. Okay, eins ist da oben, das ist schon mal nicht gut. Und zwar war das Olivia irgendwo... Wo war sie denn gerade? Ah, da hinten. Wow. Oh, guck mal da. Dieser Ort ist der Wahnsinn. So viele bewegliche Teile und Fragen, wie alles funktioniert. Dampf? Ölhydraulik? Wasser ist es zumindest nicht. Du brennst darauf, dich umzusehen. Yep, aber keine Sorge. Ich mach weiter meine Arbeit. Erz gibt's hier schließlich genug. Wenn du was Interessantes findest, bring's vorbei. Vielleicht kann ich's verwenden. Okay. Dieser Ort ist der Wahnsinn. Ja, das hatten wir schon. Wenn du Okay, weiter geht's. Moment. Dahin, da ist Olivia. Hier will ich noch reden. Ich glaube, dass das nämlich die Zusatzaufgabe ist. Oh hey, könntest du nach den Hütern fragen? Keine Hinweise zum weißen Geist, fürchte ich. Er hat den Wald verlassen. Oh. Aber hier hat ihn niemand gesehen. Der einzig logische Ort, wo er noch sein könnte, ist die Wüste, denke ich zumindest. Hm. Ich frage noch etwas herum, nur um sicher zu gehen. Danke, Olivia. Aber sicher, dass du dich nicht auch ein bisschen umsehen willst? Es wird ihr zu heiß in ihrer Rüstung. Die Pflicht hat Vorrang. Aber danke. Mhm. So. Das sind noch mehr, die ich anlabern könnte. Müssen wir jetzt natürlich machen. Moment, ich fahre mal mit dem War da nicht eben noch ein Aufzug? Ich bin noch. So, ich fahre mal mit dem Aufzug hoch. Oder auch nicht. Wo kommt man denn da hin? Aber da will ich doch gar nicht hin. Ich will zu den anderen beiden Dingern da. Ja. Kriege ich nicht hin, bin ich zu doof. So, da will ich hin. Zum Werner. Okay, Werner. Also doch da hoch. Muss ich da jetzt richtig hochklettern? Kann ich halt einen Aufzug nehmen? Guten Tag, mein Name ist Alma. Dürfte ich euch vielleicht etwas fragen? Nein, den labern wir noch nicht an. Soweit sind wir noch nicht. Ja, super, das sind die Aufzüge. Aber hier geht's nicht weiter. Glaube ich, oder? Mal gucken, wo man hier hinkommt. So, oh, ich bin hier. Fest, was ist denn das da? Lass mal kurz gucken. Nee. Ich muss schon dahin. So, jetzt hat... Ich habe nur den Pin nicht geschafft. Was ist denn... Das ist doch nicht Werner. Was soll denn das? Da habe ich den Pin nicht hingesetzt. Der veräppelt mich. Guck, hier. Hier will ich den Pin hinhaben. So. Also. Ja. Jetzt hat das. Das sieht doch gut aus. Da links und da rechts stehen zwei. Okay. Der ist ja am Ewigofen. Funktioniert der? Wie wird er angetrieben? Also, was meinst du? Womit befeuern die das Ding? Ich schätze Öl. Das ist schon eine komische Frage, oder? Keine Ahnung. Öl und Feuer? Sie entzünden ihn zu ihrem Fest, richtig? Wie war das? Feuerkuss? Feuerguss?
Also, wo kommt das Feuer her? Was löst das Ganze aus? Und was denkst du, stellen die her? Wer warst du nochmal? Von der... Moment. Junge. Avis-Einheit. Du bist die Avis-Jägerin. Genau. Mensch, bist du super. Tut mir leid, Bist ich der Mann. versuche mein Gehirn nicht mit unnötigen Details zu füllen. Energieverschwendung. Energie ist endlich und ich setze meine lieber ein, um diesen Ewigherd zu untersuchen. So. Pass mal auf. Da unten steht noch der Biologe. Welchen Monstern mag das stammen? Vielleicht ist es Hast du die von unglaublichen Menschen. Monstermaterialien gesehen, die sie hier benutzen? Ja, ziemlich beeindruckend. Ganz früher hatten sie angeblich eine noch viel größere Ausbeute als heute. Sie sagen, jetzt kommen sie mit dem über die Runden, was sie so finden. Ich würde alles dafür geben, zu sehen, woher sie damals so viel Materialien bekamen. Sie müssen ein Geheimnis gehabt haben. Nur welches? So. Wir haben erkundet. Guck mal hier. Ja, natürlich bewegt es sich. Es ist eine Katze. So flauschig. So flauschig. Auf das Fest. Wir werden in dieser Saison wahre Wunder hervorbringen. Kannst du mir bitte erklären, was das Fest ist? Sieht aus, als hättest du alles ausgepackt. Gut, bleib und genieß das Fest. Was macht ihr für das Fest? Ah, ich bin froh, dass du fragst. Das Feuergussfest ist eine Tradition, die lange zurückreicht. Sobald die Feuerschwemme das Ölquellbecken erreicht, sammelt jeder Stamm seine eigenen Materialien. Und wir nutzen die unfassbare Hitze des Ereignisses, um im Ewigherd Orikalzit herzustellen. Okay, dafür leben wir. Das werden wir dir hier viele Leute sagen. Das werden dir hier... Okay, danke. Finde ich gut, dass wir drüber geredet haben. So, es sind aber alle Türen zu. Ich meine, ich muss jetzt nicht überall reinschlappen, aber ich würde halt gern. Also, was ist mit euch? Woher kommt ihr? Eure Klamotten sehen ja wirklich komisch aus. Ja. So, komm, jetzt können wir mit Jabran reden, sorry. Und die da meditiert, oder was? Der Rauch kann zwar Monster abwehren, aber er ist schwer herzustellen. Nur die Ausrüstung in Azus kann das. Darum können wir leider nichts davon mitnehmen. Ja. So. Also gut. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wir sind Teil einer Expedition. Meine Freunde und ich sind hier, weil wir etwas suchen. Hallo, freut mich. Hallo. Freut mich, dich wiederzusehen, Jabran. Jabran. Sato, ich sehe, bist du wohlauf. Wer ist das? Vertrauenswürdige Freunde. Sie haben Kunafa in der Not geholfen. Ach ja. Haben also sogar dich beeindruckt. Okay. Was ist denn dieses Feuergussfest? Während des Feuergussfests wird der Ewigherd entzündet. Wir nutzen die enorme Hitze der Feuerschwämme, um die Spezialität von Azus herzustellen, Orikalzit. Orikalzit, aha. Allerdings hängt die Qualität des Orikalzits direkt von der Integrität des Ausgangsmaterials ab. In letzter Zeit sind die vom Ölvolk beigesteuerten Materialien als minderwertig in Verruf geraten. Ha! Und wenn schon, sollen sie doch reden. Okay. Wohin ist dieses Mädel vorhin gelaufen? Das Mädchen vorhin gelaufen. Maki? Sie ist Goldöl sammeln gegangen. Wir brauchen es für das Feuergussfest. Sie will unbedingt, dass unser Stamm Erfolg hat. Ah, sie hört einfach nicht auf mich. Darf ich fragen, warum ihr dagegen seid? Gefährlich wahrscheinlich. Weil andere Dinge wichtiger sind. Aber ganz davon abgesehen, zu dieser Jahreszeit wimmelt es am Sammelort nur so von Monstern. Wenn Rukul sein Leben lieb ist, bringt er sie besser schnell nach Hause. So,
Und jetzt Dieser Junge, am Ende. Nata, besuchen seine Heimat. Sagen euch die Hüter etwas? Die Hüter? Mhm. Nicht wirklich. Aber... Ist dieser Anhänger aus Violstein? Nein, doch nicht. Aber es muss was sehr Ähnliches sein. Ich hörte vor einiger Zeit von einem Objekt, das als Gegenstück zum Violstein diente. Wisst ihr, wo es das gibt? Nicht wirklich. Aber einst lebten mehr Menschen und sie hatten Zugang zu fortgeschrittener Technologie. Vielleicht sind diese Hüter ein Stamm, der noch eine Verbindung zu dieser uralten Zeit hat. Mein Dorf liegt am Ende eines unterirdischen Tunnels. Hier gibt es massenweise Tunnel. Ich sehe mich mal nach einem Führer um. Ja. Diese Maki rennt also geradewegs in einen Monsterbau. Wenn es euch recht ist, könnten wir nach ihr suchen gehen. Was? Ich schicke unsere Gäste doch nicht in den Tod. Ja, aber deine Leute, ja, ne? Ihr scheint ein harter Haufen zu sein. Wenn ihr das könntet, wäre ich euch dankbar. Wir finden sie, das verspreche ich. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich komme mit. Okay. Werd ich wohl tun. Sato? Macht dir das gar nichts aus? Du könntest dich nicht mal ausruhen, bevor ihr euch auf die Suche macht, ja. Mir geht's gut. Ist wirklich ein Fluss in der Wüste. So nennt man in meinem Dorf jemanden, dessen Herz andere Menschen glücklich macht. Okay, alles klar. Übertreibt man nicht. Guck mal, da hinten ist Sokrates. Ja. So. Keine Ahnung, jetzt zu sehen ist halt nochmal witziger irgendwie. Ich bin eigentlich soweit fertig hier. Dann würde ich mal sagen, ihr Leute, passt mal auf. Ich muss pinkeln. Und ich habe leider keine Nachricht eingestellt für hier, ihr Leute, ich muss pinkeln. Deshalb gucken wir mal. Blub. Ja. Bin gleich wieder da, okay? Ja, bin ich auch. So, komm mal her, ich lasse euch auch ein schönes Bild hier. Ich muss mal gucken, ob ich ein schönes Bild hier finde. So, sowas. Nicht runterfallen. Kann ich hier, das kann ich, glaube ich, so machen. Ich habe das ja irgendwie eingestellt. Hier, Fotomodus, gucke. So. Wunderschön sieht's aus, oder? Sichtmodus wechseln. Untermenü. So. Das ist doch ein schönes Ding, wo ich in Ruhe juhurinieren kann. Und ihr könnt euch so lang das Leben in nee, wie heißt das? Hab's schon vergessen. Angucken, okay? Schön mit Ö, bin gleich wieder da. Falls jemand kommt, sagt, ich bin gleich wieder da.
Da bin ich wieder. Oh. So, bin wieder hier. Was war das? Ah, das war wahrscheinlich der Dingens da. Okay, kannst aus dem Fotomodus rausgehen. So, Alma, ich bin soweit. Im Moment haben wir halt noch das Problem, dass ich mir keine neuen Waffen und Rüstungen machen kann. Und deshalb, ja, machen wir uns jetzt auf die Suche. Was denkst du über Asus? Knochenvolk, Ölvolk, Feuerschwämme, Ewigherd. Hier kann man so viel faszinierende Kultur aufsaugen. Hast du dieses Fest nicht auch schon vor Augen? 3 Stämme, die seit Urzeiten darum wetteifern, etwas Unglaubliches zu erschaffen? Das will ich sehen. Ja, ich auch. Aber erstmal finden wir Maki. Ja, gute Idee. Ja, sie könnte in Gefahr sein, wenn es da gerade von Monstern nur so wimmelt. Ein weiterer Grund, vorbereitet loszuziehen. Ja. Okay, Machen wir uns auf die Suche? ja, machen wir. Quest-Schalter. Warte. Mal gucken, ob wir ein paar optionale Quests haben. Guck mal. So. Wir haben eigentlich nur 2 offene. Ne, 3. Ne. 1, 2, 3. 3 offene. Den habe ich doch aber schon mal gemacht. Ja. Ich bräuchte halt wirklich eine neue Rüstung. So, und hier haben wir Aufgaben, also die abgeschlossen, was wir schon gemacht haben. Ja, haben wir ja schon. Event-Quest gibt's nicht, Lobbymitglieder-Quest gibt's nicht, weil ich in keiner Lobby bin. Ja, komm, hopp, jetzt machen wir mal. Ich kann im Moment halt nicht schmieden, das ist ein bisschen doof, also auf geht's. Gehen wir. Gut. Eine Idee, wo sie hingegangen sein könnte? Wir suchen nach einem Monsterbau, in dem es Goldöl gibt. Monsterbau, Ich in habe dem es Jabra nach Goldöl dem Weg gibt. gefragt und den Speerkäfern die Witterung gegeben. Okay, und wo gehst du jetzt Wir hin? sollen den Ausgang Ah, beim ach so. Knochenvolk nehmen. Ja, komm mal her. Lass mal's gerade mal machen. Und wieder ist Maki weg. Ja. Wir holen sie ja schon, mach keinen Stress. Kommst du eigentlich mit? Ah ja, da hinten ist er, gut. So. Folgen wir den Speerkäfern. Sie führen uns schon hin. Jabran hat mich Spurenbausch. gewarnt, dass sich hier schnell Öl ansammelt. So. Es sei wie Teer. Besser, wir meiden es. Ist gut. Seien wir vorsichtig. Muss hier natürlich erstmal ordentlich abärzen, wie sich das gehört. Melzstein. Machaliterz kann man immer gebrauchen. So, ich habe hier gerade komische Viechers gesehen. Muss natürlich gucken, ob man die fangen kann. Sie sind viel zu dick zum Fangen. Nee. Okay, dann müssen wir gucken, ob man sie töten kann. Heliodron. Der zappelt noch. Eigentlich bin ich voll fies gerade, ne? So, okay. Ich muss ja hier Flora und Fauna gucken. Okay, man kriegt nur rohes Fleisch. Da hinten ist ein Dingens. Der putzt schon mal. Ja, tut mir leid. War unnötig zu putzen. Oder das sind aber viele von denen. Guck mal. Immer gereicht. Was ist das da? Frostmäntelchen. Sammeln und verbrauchen Nektar am Rücken, Gesundheit wiederherzustellen. Oh, jeder Blubber. So, lass mal hier ein bisschen umgucken. So. Keine Ahnung, von was das gut ist. Wahrscheinlich, damit man hier aus dem Schlamm rauskommt. So. Moment. Ich kann mal fangen.
Glühkragenechse. Hopp, komm her. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So. Das ist neu. Das ist ein blaues Das wäre ein guter Platz für ein Feldlager. Feldlagerstandort. Okay, mache ich gleich. Ja, ja. Ich will erst gucken, was das ist. Eine Reinigungswespe. Blub. Ah, quasi Deo. So, hier noch ein paar Knochen sammeln. Ich baue da gleich ein Lager auf, ja. Schlafkröte? Habe ich eine Schlafkröte gefangen gerade? Wo ist hier eine Schlafkröte? Da hinten. Brauche ich. Brauche ich. Zack. Haha. So. Wo kann ich denn hier das Lager aufbauen? Ja. So. Ist halt gefährlich hier, macht aber nichts. Ihr müsst übrigens aufpassen. Wenn ihr hier gestanden hättet, dann kriegt ihr das Zelt auf den Kopf geworfen und werdet weggeballert und verliert, glaube ich, auch noch ein bisschen Energie. Soweit ich das mitgekriegt habe. So. So, lass mal ein bisschen reingehen. Muss man mal meine Items gucken. Ein bisschen aufräumen hier. Ja, so viel brauchen wir nicht aufzuräumen. So, passt ja soweit. Passt ja soweit. So, schön gemütlich hier. Da drüben ist irgendein Klubsch. Ganz ehrlich, mir gefällt das hier besser wie ein Schneegebiet. Bei Schnee, ich weiß nicht, ich mag halt einfach keinen Schnee, sag mal wie es ist. Aber das hier ist halt mal was anderes. Sag mal, da ist er noch drin. Laber doch nicht. Ich sehe es doch von hier. Oh, da ist noch eine. Ist das da drüben? Gegengiftkraut. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So, wir sollten jetzt mal so langsam gucken. Immer wenn ich sage, wir sollten mal... Bombenkäfer. Wir sollten mal so langsam gucken, dass wir wegkommen, weißt du? Und dann finde ich was anderes, wo ich hinrenne. Ja, ja. So, ich will da hochgehen. Oh, da ist irgendwie Zeugs. Nitrokröte. Ach, das ist eine Nitrokröte. Da ist ein Aufzug auf jeden Fall. Und da drüben ist noch so ein Käfer, was ich gerade gefangen habe. Okay, das ist wohl nur für Saikris. Ja, ja. Kann ich da auch runter? Oh, da kann ich runter. Was ist denn das? Junge, was bist du? Stirb! Stirb, du komisches Vieh! Auerle. Die sind gewalttätig. Quasi so wie ich. So. Erst töten, dann fragen. Granodat. Nur echt. Mit 52 Zacken. Keine Ahnung. Wieder ein Bombenkäfer. Zack. Und das da? Was ist das? Sprengkohlebrocken. Ich glaube, ich weiß, wo der seinen Namen her hat. Den hätte ich da runterrollen können zu denen. Das wäre lustig gewesen. Naja. Das war da schlimm. Bing, alle geblitzdingst. Ja, die sind voll witzig, die Dinger. Komm, die lasse ich leben. Die sind hier schön am Chillen. Noch eine Kröte. Ah, blöde Idee. Sokrates, komm. Geh da weg. Der macht Bumm. Höhle?
Das war nix. Ach, Vespoiden, oder? Den hat's zerbieselt. Moment, irgendwo ist noch ein ganzes. Wo liegt das? So quietschen die doch nur, wenn sie noch leben. 2 auf einen Streich. Okay. Oh, das Wasser. Oder irgendwie... Das Wasser ist schon sehr blau. Was ist das? Ein Blinzelangler. Okay, Blinzelangler, alles klar. So. Exquisites Fossil, die kennen wir. Knochen einsammeln, alles mitnehmen. Eigentlich ganz praktisch noch, dass ich noch diese Rüstung anhabe, aber ich habe halt so das Gefühl, es wird halt Zeit für was Besseres. Es ist halt Hüpferkristallerz, was ist denn das? Ah, das war gar nichts. Ah, das war noch weniger. Jetzt kommt, stellt euch nicht so dran. Jetzt habe ich was. 2 sogar, Abendrotgecko. Ja, ich habe hier ehrlich gesagt keine Ahnung, wohin. Ja, komm. Wir gehen mal da drumherum. Da hinten, wo es brennt. Was ist das? Ah. A Wiggly Litchi. So. Schön hier. Also wirklich, es gefällt mir hier. Es erinnert ein bisschen wie in World die Rotten Vale. Wie hieß das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Nur, dass es nicht ganz so deprimierend ist. Rotten Vale war ja stellenweise recht hübsch, aber je tiefer du gekommen bist mit diesem Giftzeug so, und hier ist halt das Ölzeug, aber trotzdem, irgendwie finde ich es hübscher. Das sind sehr viele Schlafkröten hier irgendwie. Ist mir das aus Versehen einer drüber gefällt? Deshalb tue ich die jetzt alle einfangen. Da drunten schläft was. Da ist wieder so ein Blinzelangler. Aber was ist das da hinten? Noch ein Blinzelangler, oder? Ne, was ist das da? Was ist das? Seht ihr das? Die chillen hier wieder. Lass mal die chillen. Die sind schon... Das sind schon coole Dudes irgendwie. Da drüben leuchtet was. Rosa Dingsbums-Garnele. Götterkäfer, jawohl. Ja, um mich ist so ein Dingens. Guck mal, das schwimmelt um mich, so ein kleines Vieh. Ne, warte mal, ich muss da runtergehen. War ich noch nicht. Das sind Fische, oder? Nee, hier geht nicht zu angeln. Wieso kann man hier nicht angeln? Das sind doch Fische da unten. Wahrscheinlich muss ich da von der anderen Seite dran gehen oder so. Oder kann ich mich hier da hinstellen vielleicht zum Angeln? Ah ja. Na komm. Das geht ja wirklich. Aber warum habe ich denn eben die Anzeige nicht gekriegt, dass ich hier angeln kann? Seltsam.
Da funkelt, guck mal, wie das Wasser funkelt da. Ja, dann angeln wir halt nicht. Hm. Kommen wir daher? Nee, sonst hätten wir das da mitgenommen. Bin ich mir relativ sicher. Oh nee, da waren wir nicht. Brauche ich hier... ich brauche Heißgetränk. Kaltgetränk. Warte mal, da. Ja, schon klar. Kann ich das herstellen? Kaltgetränk, da. Brauche ich Frostpilze? Habe ich nicht. Ist schlecht. In heißen Gebieten verliert man, lass mich überlegen, ich glaube Energie. In kalten ist es nur, in Anführungsstrichen, die Ausdauer, die schneller weggeht. Ah, Mann. Hoppala. Ja, komm. Ich dachte, das ist Kälte-Dingensmach. Kälte-Dingensmach, wer kennt es nicht? Aber das sind wieder so komische Dinge. Ey, lass die Finger von meinem Sokrates. Es gibt komische Kinder, sag ich euch. So, da ist doch wer. Guck mal, da vorne steht wer. Wer ist das? Nee, das ist auch wieder so ein Vieh. Sorry. Hab gedacht, du bist ein Mensch. Ich muss meinen kompletten Lanzenrhythmus muss ich hier umstellen. Weil Lanze war ja immer 1, 2, 3 ausweichen, 1, 2, 3 ausweichen. Also 3. Alles mit der Zahl 3. Und jetzt kannst du halt noch einen 4. Peak dazu machen. Okay, der 4. Peak macht 3 Treffer, deshalb doch wieder 3. Aber das bringt meinen ganzen Rhythmus irgendwie durcheinander. Okay, das geht's nicht. Na komm. Oh, Schmelzstein gekriegt. Was bist du? Ja. So. Dann würde ich mal sagen, wir haben uns jetzt erstmal genug umgeguckt. Komm mal her, Sokrates. Voilà. Dann lass mal den mal machen. Westboys sind mir gerade egal. So. Da ist unser Lager gewesen, das wir vorhin aufgestellt haben. Der Ölgeruch ist hier sogar noch stärker. Heißt das, wir nähern uns? Ja. Seid vorsichtig. Ja, ich hoffe wenigstens, dass es warmes Öl ist, nicht kaltes. Ach, das ist das Goldöl. Okay, aber wo ist sie? Nicht gut. Hey, das ist doch... Es ist nahezu sauber. Das kann doch nicht lange hier liegen. Als hätte es jemand in Eile zurückgelassen. Weit können sie nicht sein. Suchen wir weiter.
Rompopolo. Ein Name wie ein Donnerschlag. Oh, ist das hübsch. Oh, ist das ein hübsches Vieh. Ich nehme alles zurück. Es ist voll hässlich. Was ist denn mit dem? Das ist SM-Monster. Lack und Leder, da ist es. Die Inkarnation von Lack und Leder. Was, wenn den beiden was passiert ist? Ui, das macht bestimmt Gift, oder? Wir müssen uns um das Ding kümmern. Ja, ich habe immer noch keine gescheite Rüstung. Es ist nicht gut, was ich hier mache. Na denn? Polo sind Kampfwilder, die windiges Gelände bevorzugen. Das Gas, das er speichert und ausstößt, ist giftig und explosiv. Halte dich davon fern. Aua. Ja, ich weiß, was er meint. Ja, ja, ist gut. Aua. Ist gut. Ich würde mich gern heilen, wenn ich darf. Danke. Und dann würde ich auch noch gerne Folgendes machen. Alter. Okay. Ich kann es also blocken. Gut, gut zu wissen. So. Das lässt du mal schön bleiben. Kann ich ja gar nicht leiden, kann ich das nicht. Ah, ich kann nicht blocken. Junge, Junge. So, sorry. Aber ein Schleifen. Aber ein Getränk, wenn wir schon mal hier sind. So. Komm mal her, einen habe ich noch. Okay, haut ab. Okay. Ich muss meine Waffen upgraden oder zumindest mal gucken,
was da los ist. Außerdem ist im Ölkämpfen auch jetzt nicht so mega. Bleibt man schnell stecken. So, haben wir irgendwas eigentlich? Revierkampf? Hallo? Muss mich schon irgendwie zu dem da bringen. Ist gerade ein Revierkampf und ich sehe ihn nicht. Das ist schlecht. Was ist denn das für ein Affe? Keine Ahnung, was es ist. Aber ich halte mich mal von ihm fern. Wo ist er denn hin, der Rompopopo? Ja, der ist hinter mir her, der Affe. Da ist der Rompopolo. Ich will dem seinen blöden Schwanz abhacken, dann macht er mal vielleicht dieses Zeug da weg. Na komm her. Dich krieg ich. Warte mal, ich hab eine Falle dabei, ne? Könnten fangen. Ja, hab eine Falle dabei. Sehr gut. So, diesmal bin ich auch früh genug. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Vulkan unter ihm ausbricht. Das wäre eher doof. Junge, gerade mal Glück gehabt. Ich habe eben die Betäubungsbomben drauf und dann so gedacht, kann ich hier überhaupt eine Falle stellen? Hätten wir vielleicht vorher testen sollen, aber hat ja geklappt. So, sehr schön. Ich will noch irgendwas einsammeln. Und wenn es nur Goldöl ist. Geil. Ah, zu langsam. Zu langsam. So, aber jetzt ist hoffentlich die Schmiede wieder betriebsbereit, dass ich was bauen kann. Ah, warte mal, muss ich vorlesen. Clown eines Rompopolo. Okay, Rompopolo. Finde ich ein schönes Monster. Gefiel mir irgendwie. Hat sich zu dem einzigen Zweck entwickelt, Beute zu durchbohren. Was haben wir hier noch? Gildenzertifikat und ein Giftbeutel. Und ein Haufen anderes Zeug. Schön. Ah, ja, ja. So. Gab's ein Level-Up? Nee, leider nicht. Gute Arbeit. Okay, suchen wir Maki. Sie kann nicht weit sein. Guck mal, da pennt er. Ah, da liegt ja noch ein Pent. Oder sie. Hallo? Da!
Bitte, könnt ihr mir helfen? Rokul hat sich beim Weglaufen verletzt. Ich glaube, ich habe mir was gezerrt. Komm. Komm. Alles meinetwegen. Tut mir leid. Ach, entspann dich. Das wird wieder. Aber der Boss wird echt Augen machen. Und weh. Au. Auf geht's. Also, was bringt euch hierher? Ja, wir haben euch gesucht. Ja, Bronn hat uns alles erzählt. Wünscht er mir Glück? Was sagt er? Er macht sich Sorgen um Er wünscht dir, also... Okay. Aber hier. Wir haben es. Goldöl? Das sollte reichen. Wann genau beginnt das Fest? Vorgestern. Das ist das Vieh von vorhin. Riesenaffen! Ein Riesenaffen? Die sind immer extrem aufgebracht, wenn die Feuerschwemme ansteht. Jetzt sag mir nicht, dass ich den gleich hinterher bekämpfen muss. Los! Geht's, Rokul? Okay, gut. Sie fangen ohne uns an! Wir dürfen doch noch! Hey, Leute! Zieht die Köpfe aus dem Rohöl! Wir vergeuden Zeit! Alles Material zählt. Darüber. Es wird nichts verschwendet. Das kommt dahin. Seht euch nur diesen Hitzkopf an. Erinnert mich an mich. Siehst du was? Ja. Hergehört! Es ist soweit! Voll. Voll aus. Das war jetzt Sollte nicht das so. passieren? Ich Mehr glaube nicht. nachlegen! Gut! Bereit! Nichts. Was ist los? Die Feuerschwemme. Lässt sie uns im Stich? Hm. Lässt einer die Backen hängen. Das Fest ist abgesagt! Was? Hm. Nicht mein Maki. Beim nächsten Mal wird es. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Auch bei dir, mein Freund. Sowas passiert zum ersten Mal. Wie kann das sein? Die Feuerschwemme kommt doch immer! Entschuldigt, aber wenn es ein Naturphänomen ist, weiß doch niemand, ob oder wann es passiert, oder? Was meinst du? Wir wissen doch auch, wann die Nacht zum Tag wird. Genau. Und genauso konstant ist der Kreislauf aus Ölzeit und Fülle. Konstant? Ich gebe nicht auf. Wir müssen das in Ordnung bringen. Entschuldigt die Störung, aber ich muss euch was zeigen. Gehen wir mit. Okay. Hat Werner entdeckt, dass unten die Lüftungsklappe noch zu ist oder so? Dass nicht viel Luft von unten kriegt? Diese spiralförmige Schönheit nennen sie den Landgrad. Mhm. Da. Kommen euch diese Kristalle bekannt vor? Ist das Viol? Allerdings. Und der Landgrad ist die Quelle.
Seht ihr? Die Kristalle bilden sich überall da, wo der Grat beschädigt ist. Aber in Kunafa haben sie auch Viol benutzt, als wär's was ganz Alltägliches. Daher vermute ich, dass der Landgrat sich über die gesamten Ostlande erstreckt. Die Leute hier befeuern mit Viol ihren Ewigherd. Aber es ist kein normaler Brennstoff. Und da liegt das Rätsel. Was ist es? Wozu dient diese Energie? Es ist der Zahnstein von einem riesigen Drachenältesten. Ich werde es reparieren. Okay. Was ist? Du musst zurück ins Dorf. Eine Sandflut kommt. Schon wieder? War doch erst eine. Dachten wir auch. Das ist die älteste. Na schön. Entschuldigt, aber ich muss nach Hause. Natürlich. Geh und hilf deinen Leuten. Ich denke, wir sollten... Ich gehe mit ihm. Was, wenn er wieder auftaucht? Ja, was willst denn du dabei? So wie, als es im Wald so geregnet hat. Danach haben wir ihn in Richtung Wüste fliegen sehen. Vielleicht ist der weiße Geist diesmal im Sandsturm. Möglich wär's. Ich würde gern mitkommen. Ich muss mehr über die Fähigkeiten dieser Kreatur lernen. Das heißt dann wohl zurück nach Kunafa. Ja, ich auch, oder wie? Hauptmission Kapitel 2. Oh, wir haben das Kapitel 1 geschafft. Wahnsinn, das sehe ich gerade eben erst. Lass mal gucken, was wir kriegen. Schlammgarnele. Nahrhafter Garnele aus dem Ölquellbecken. Beliebt in Asus und perfekt für jedes Gericht. Ach, schön. So, gibt's Gildenpunkte? Neuen Hintergrund, giftige Schwaden. Bereiten wir uns vor und brechen auf. Okay. Ich würde gerne Rüstung machen lassen. Geht das hier irgendwo? Da. Das ist die Schmiede, oder? Ich würde gerne erstmal Rüstung gucken lassen. Ich gehe stark davon aus, dass wenn wir jetzt den Rückweg antreten, dass es da Komplikationen geben wird. Aha. So. Hattest du es auf deinen letzten Jagen schwer? Mit Rüstkugeln könnte ich deine Rüstung verstärken. Jawohl. Wie ein Jäger, den ich mal kannte, immer sagte, zieht sich die Jagd ewig hin, verbessere deine Waffe. Das reimt sich gar nicht. Wie wär's mit, zieht sich die Jagd ewig hin, in die Rüstung ein paar Rüstkugeln rinnen oder so. Kippst du ständig um, liegt's an deiner Rüstung. Naja. Bereite dich auf schwierige Jagden vor, indem du deine Rüstung verbesserst. Nutze Rüstkugeln, um die Stufe deiner Rüstung zu erhöhen und die Verteidigung zu verbessern. Und ich habe alles vorbereitet, um Talismane zu basteln. Was du auch brauchst, ich bin soweit. Talismane sind praktische Objekte, die durchs Ausrüsten Fähigkeiten verleihen. Versuche einen Talisman mit deinen gewünschten Fähigkeiten zu schmieden. Du kannst Talismane verbessern, um die Fähigkeitsstufe zu erhöhen. Ich habe schon einen Talisman, den gab es kostenlos dazu. Also, gucken wir erstmal. Ausrüstung, ne? Kann ich meine Waffen jetzt verbessern? Ist das jetzt möglich? Nee, immer noch nicht. Das ist doch schlecht. Doch, guck. Den kann man schon... Es hat einen Schmelzstein, war wahrscheinlich das, was gefehlt hat. Ich kann zumindest das Feuerding, die Feuerlanze kann ich auf Level, also auf das nächste Level bringen. So, und hier? Hier war es nicht der Schmelzstein, der gefehlt hat. Ah, Rumpopolo-Klaue. Macht was? Gift. Hübsch, 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 hübsch. Gefällt mir. Hat Block hoch. Block hoch. Ja, das ist was für mich. Block hoch. Ermöglicht das Blocken von normalerweise nicht blockbaren Angriffen. Sehr wichtig für Lanze. Und verringert den erlittenen Schaden um 50%. Und man kann halt Angriffe blocken, die vorher nicht gingen. So, was haben wir denn sonst noch? Kann ich hier noch irgendwie... Ich muss ja gucken... Nee... Doch, da, das Expeditionsding kann ich weiter... Komm, das powern wir auf. Kann's losgehen? Yep. Alles klar. So. Ja, die Rüstung kommt auch gleich dran. Nicht motzen hier. Alles klar. Nicht ausrüsten ist schon mal in Ordnung. So, was hatten die jetzt? Die hat jetzt 130, sonst aber nix.
Und schnelles Schärfen. Eine Giftlanze also. Ich warte mal mit dem Bauen und guck mir erstmal die Rüstungen an. Irgendwas, das dir gefällt? So. Aha, Taljot-Set, das ist neu. Inwiefern ist das neu? Oh, keine Ahnung. Da waren wir doch aber schon. So, oh, das Guss-Set. Oh, Guss-Set war meist als gut. Was haben wir denn drin? Kritisches Ziehen, göttlicher Segen, windsicher, Betäubungswiderstand, Erholungsplus. Ah, Erholungsplus und Selbstverbesserung ist von meinem Amulett, das ich habe. Kritisches Ziehen ist, glaube ich, die Waffe, die ich habe. Göttlicher Segen, windsicher und Betäubungswiderstand. Ja. War schön, was wir jetzt sind. So, was haben wir denn hier? Was kann das? Unbeeindruckt. Unbeeindruckt ist... Oh, das wäre eventuell nicht schlecht, wenn ich was hätte mit unbeeindruckt. Verhindert das Zurückwerfen sowie andere Reaktionen auf geringen Schaden. Ja. Verhindert, dass du zurückgeworfen wirst. Ich habe ja ein bisschen... Da ist gerade eine Katze von mir. Ich habe ja ein bisschen online gespielt mit meiner Freundin zusammen. Wir waren nur 2 Leute, also ich und meine Freundin. Und natürlich hat sie mich die ganze Zeit rumgeschubst. Ich verstehe Capcom nicht. Die Waffe mit dem größten Schild wird von jedem rumgeschubst. Es ist wirklich übel. Wenn du neben einem Doppelschwertspieler stehst, da kannst du eigentlich gleich hier einen Controller aus der Hand legen. Du kannst nichts machen. So, egal. Skalierungstechnik, Rittmeister ist jetzt nicht so wichtig. Zeig mal her, wie es aussehen würde. Eigentlich hübsch. Ja, die Frauenrüstung nicht so, aber die Männerrüstung ist hübsch. So. Dann guck mal, ich glaube, es wird so langsam jetzt auch Zeit für ein Mix-Set. Zeig mal her. Okay. Und das sieht aus, als jetzt eine Duschhaube auf. Weiß nicht. So, Moment. Was haben wir denn hier Feines? Fähigkeiten, Info. Wirkbereich. Ja, geht so. Giftwiderstand. Eigentlich nicht wirklich viel Cooles. Nee, eigentlich hat es nicht so wirklich coole Skills. Finde ich. Wirkbereich. Giftwiderstand. Ist jetzt gar nicht mal so geil. Aber das hier ist halt durchaus unbeeindruckt Stufe 2. Mir würde halt schon Stufe 1 reichen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Dass ich zumindest nicht mehr rumgeschubst werde. Dafür würde ich sogar... Lass mal kurz gucken. Dafür würde ich sogar auf... Ja, gut. Auf ein Geologe verzichten. Zeig ich mal kurz her, auf was ich dann verzichten würde. Ein Geologe, das heißt, ich komme auf Stufe 2. Zusätzlich ein Extraobjekt beim Sammeln besonderer Objekte. Und an Förderplätzen würde ich aber einbüßen. Das ist natürlich schlecht. Also Knochenhaufen... Und irgendwie, keine Ahnung, Steine oder sowas. Aber nicht mehr beim Aberzen. Hätte ich halt schon gehen, ne? So, komm mal her. Die Füße habe ich noch. Da sind die Botaniker drin. Ich muss mal gucken. Wie heißt der Skill, den ich haben will? Oh, es reimt sich. Was müsste das da sein? Unbeeindruckt. Ich guck mal. Kannst du nicht irgendwie suchen? Also suchen nach Dingens, Fähigkeiten, Info. Ich würde gerne nach unbeeindruckt suchen.
Fähigkeiten, Richtung, Vergleich, Wechsel, steuert Modell, steuert... Ich weiß doch, dass das geht. Ich habe doch letztens, habe ich es doch machen wollen und dann ging es irgendwie nicht. Pass auf. So. Und jetzt so. Ne, das ist irgendwie gut. Gut so. Ja, komm. Shit on it. Das bauen wir uns. Alles klar. Das bauen wir uns rein. Das überspringen wir. Ja, wunderhübsch. Zieh an. Gleich ausrüsten. So. Und dann würde ich es auch gleich ein bisschen aufpowern. Habe ich halt unbeeindruckt Stufe 2. Das ist jetzt nicht so. Sag mal kurz Fähigkeiten Info. Unbeeindruckt. Auf Stufe. Bräuchte man 3 Teile für das Reiten. Moment, was sagt meine Uhr? Meine Uhr sagt, dass 21:14 Uhr ist. Stimmt das? Ja. Am Punkt 21:14 Uhr kriege ich eine Nachricht von Monster Hunter Now, dass ich doch noch ein bisschen jagen soll auf dem Handy. Aber egal. So, wie tut man denn das aufpowern? Verbessern, schmieden. Ah, ja. Rüstkugel 1. Ja, okay. Braucht genau eine und dann hätte ich schon mal... Drei, 4. Okay, dann machen wir die einfach aufs Maximum. Wir haben ja genug. Dass wir mal nicht ganz so auf die Mappe kriegen hier. So. Ich bleib einfach jetzt mal... Es gibt im Moment noch kein cooles Rüstungsset. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dieses Unbeeindruckt-Dingens, dass ich das schon irgendwo mal gesehen habe. Moment, das machen wir einfach so. Wir gehen einfach alles durch, bis irgendwann unbeeindruckt weniger... Da! Eins davon hat unbeeindruckt. Das da, aber auch 2. Interessant. Mhm. Interessant. Okay, also 1 noch hat auch unbeeindruckt, aber auch Stufe 2, von daher... Ja. Oder warte mal. Sorry, ich muss noch mal gucken, tut mir leid. Wo waren wir denn? Ah, das ist das, was wir eh schon hatten. Da. Und zwar auch wieder nur der Brustteil. Nö, da gefällt mir das schon besser. Ne, warte mal, das hat auch die Hände, hat unbeeindruckt. Und die Füße. Die Füße hat nur 1. Und der Waffenrock, also bei mir sind es die Hüfte und Füße. Würde ich bereit sein, das tut dann halt weniger Kräuter sammeln. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Zeig ich mal kurz her, wie es aussehen würde. Ja. 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 Oh, die sehen eigentlich recht gut aus sogar. Ja, was jetzt hatte ich mir eigentlich dann die Rüstung... Ja, nee, da bleibe ich jetzt dabei. Ist mir doch jetzt egal. So. Waffe schmieden, verbessern. Achso, kann ich ja gar nicht. Lalabarina. Ich glaube, ich tue das da noch verbessern. Dann habe ich zumindest mal eine Waffe so weit aufgepowert, wie es geht. Ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, wie sie Rüstung schmiedet. So. Also, ich habe zumindest mal ein bisschen. Ich habe grundsätzlich eine bessere Lanze. Eine. Das ist doch schon mal was. Gut. Haben wir jetzt genug Zeit hier verplempert? Auf geht's. Wo müssen wir eigentlich hin? Ins Winddorf, glaube ich. Junge, du hängst fest. Sokrates, du hängst fest. Wo willst du denn eigentlich hin, Sokrates? Willst du nicht da hoch? So irgendwie, oder? Ah, da runter. Ah, okay, ja. Zu ihr willst du. So, komm mal her.
Na, jetzt komm halt. Komm halt her, Alma. Wir sollten möglichst bald zurück nach Kunafa. Hast du alles? Vorräte? Eigentlich nicht, fällt mir gerade ein. Zeig mal her, was wir hier so am Questschalter machen könnten. Optionale Quests. Oh, das Ding ist halt immer, du willst, von der einen Seite willst du ja die Story, oh, die sind ja hier in Gefahr, wir müssen schnell das Dorf retten, weißt du so? Aber auf der anderen Seite, es ist ein blödes Videospiel. Wenn du einfach nur weiterrennst, ohne ein bisschen was extra zu machen, kommst du auch zu nichts. So. Also, da wird man eine Giftlanze kriegen, die okay ist. Ich würde noch gerne mal das Monster nochmal machen, weißt du? Zeig mal kurz her. Was haben wir denn hier? Donner. Ich habe keinen Donner. Ansonsten Lähmung ist noch gut. Haben wir irgendein Donnermonster, was eine Donnerlanze machen kann? Nee, ne? Zeig mal her, was der da für Wasser. Na, Wasser haben wir doch, glaube ich, gerade eine gebaut. Ich glaube, das war seine, die wir gebaut haben. Ja. Eine Wasserlanze also. Und Lähmung ist 2. Und hier ist Lähmung auch nur 2. Ist jetzt auch nicht so mega, meine Lähmlanze. Hätte aber schon nochmal Bock auf den. Komm, den pinne ich jetzt mal an. Nichts vergessen? Nee, alles klar. Guck mal, was das Männlein da einen krummen Buckel hat. Das bin ich. Wo ist denn mein Zelt? Wo ich mich ein bisschen entleeren könnte. Und essen würde ich auch gern was. Also ernsthaft jetzt, wo ist denn hier das Zelt? Gibt's hier überhaupt ein Zelt? Ja, doch, guck da. Da hinten ist es. Guti. Dann gehen wir jetzt hier was Leckeres essen. Erstmal ein paar Objekte loswerden, die wir nicht brauchen. Huch, falscher Knopf. Kaltgetränk, wo haben wir denn das her? Das hätten wir vorhin gebraucht. So. Nehmen wir gleich Honig mit, oder? Könnte ein harter Kampf werden. Nullbeeren wäre auch nicht schlecht. Wo sind sie denn da? Haben wir aber volle Power. Ist das jetzt ein Drachenältester oder nicht? Er war deutlich zu leicht für einen Drachenältester. Außerdem habe ich eh keine Beruhigungsbomben mehr. So. Lebenspulver, Lebensstaub kann ich noch nicht herstellen. Was ist das da? Okay. Diamantpille, okay. Ich muss ja gucken, ob man was Neues zusammenkriegt. Dann würde ich noch gerne meine Ausrüstung ändern. Und zwar die Zweitlanze. Feuerlanze hat halt 140 Angriff, bringt halt nur nicht viel, ne? Wasserlanze bringt natürlich gar nichts. Was ist denn das da? Chrombohrer? Nee, ich glaube, ich lasse es einfach so zur Not. Purer oder reiner Angriff hat ja die Feuerlanze auch noch ein bisschen mehr. So. Ich glaube, ich bin fertig. So. Dann gehen wir mal dahin. Und machen nochmal den Unaduna fertig oder sowas. Dass wir mal gucken, was der für eine Rüstung noch so hat. Oder zumindest mal seine Waffen machen kann. Oder so. Ne? Vielleicht hat er auch gar keine Waffe. Kann ja sein. Wir starten die Quest. Bist du bereit? Ja. Diese Roboter helfen uns bei der Quest. Was haben wir von ihnen gebracht? So.
Alles einsammeln, was geht. Die Käferlein lasse ich jetzt mal alleine. Die kommen auch ohne mich zurecht. Wieso rennt denn der schon wieder falsch? Er rennt gar nicht, wie es das Stinkeding sagt. Stechkapsel. Schleudermunition, die beim Einschlag perforiert Schaden bei einem Ziel macht. So, wir sind bald da. Ich habe nicht gegessen. Aber ich habe noch ein bisschen drauf. Essen. Okay, alles klar. So, ich habe noch Gedönse. So. Wo ist er denn? Da ist er doch. Wenn der immer nur diese Dingsbums-Attacken macht, ja, die kann ich dir locker weg countern. Komm mal her, Mädel. So. Hat bestimmt wehgetan, hä? So. Aua, er hat mich mal getroffen. Wahnsinn. Aua. Okay. Ich sollte... Danke. So, ich sollte mal so langsam schleifen, weil es sieht nämlich gerade gar nicht gut aus, aber zuerst mal... So, hier geht's nicht wirklich weiter. So.
Hast du gedacht? Haha. Jetzt komm und gib ihm. Haha. Bam. So. Was haben wir denn geschafft? Oh, fuck. Meine Energie. Katze hat eine... Pennt der? Ja, Katze. Das war dann eine unnötige, eine sogenannte Stinkefalle. Wie? Achso, ich muss mal wieder was essen. Ja, dann. Kann ich hier nicht machen. Warum kann ich hier nicht grillen mal wieder? Ich renne hier nur mit 100 Energie rum. Auch nicht schlecht. So. Kann ich... Liegt das am Wasser, dass ich hier nicht grillen kann? Okay, dann müsste ich ja hier grillen können. Ja, es lag am Wasser. Na, sowas. So, machen wir mal... neben zusätzlichen Zutaten kannst du Gerichten auch einen letzten Schliff verpassen, um die Mahleffekte weiter zu verstärken. Okay. Ich tue mal nur mit Ration zubereiten. Dann Hauptsache irgendwas. Butter und Fisch. Naja. Was ist denn da noch drauf? Ist das Ketchup oder was? Ich hätte mal gucken können, dass ich ein bisschen Wasserabwehr kriege. Aber naja, jetzt ist es zu spät. So. Endlich. So, wo ist er denn, der kleine Dicke? Ja, der sitzt hier auf dem Stuhl, ich weiß. Bin ich klein. Ach, der ist wieder in seiner coolen Arena. Pennt der? Nee, schade. Fände ich jetzt halt lustig, wenn der gepennt hätte. Auf jeden Fall sabbert er aber schon, das ist schon mal gut. Ja, komm. Kannst zurückblenden, so viel du willst. Ja. Ja. Guck mal her. Hast da was in der Nase? Au. Es wird nicht besser, wenn er das macht. So. Hast du gedacht? So. Oh, meine Ausdauer sieht gar nicht gut aus. So, jetzt sieht es schon besser aus. Na komm her, wenn du was willst.
Junge, ich hab's im Moment gerade irgendwie nicht so drauf. Oh ja. Schon wieder? War eine gute Idee, Nullbären mitzunehmen. Echt jetzt. Schockfalle schon wieder? Okay, komm mal her. Okay. Lähmung, jawohl, komm mal her. Muss hier raus an den Schweif billig. Haut er schon wieder ab, die Lusche. Hallo? Schleifen? Ach, guck mal. Wenn ich hier im Menü bin, dann kriege ich genau die verbleibende Zeit rechts und links, die weggegangen ist. Mal wieder was gelernt. So, wie sieht's eigentlich aus? Ist er müde? Ist er nicht müde? Kann das irgendwie schlecht einschätzen. Wir haben ihn mal zumindest schon mal... Ah, okay. Der fährt in die falsche Richtung. Jawohl, hat ihn erwischt. Sehr schön. Wo ist dein Schweif? Das da, glaube ich. Ey, ich hab doch geblockt, Mann. Was macht er denn jetzt schon wieder für einen Quatsch? Komische Geräusche macht er. So, gib mir doch mal deinen Schweif. Ich will nur deinen Schweif ein bisschen bearbeiten jetzt. Aber er will nicht. Hau da nicht schon wieder ab. Moment. Er geht jetzt darüber. Uah. Ist er schon wieder draußen? Ja, ist er. Junge, gib mir doch... Ach komm. So. Au. Er hat mich irgendwie weg mit den Staus. Was für ein Stau.
Ja, das war verdient. Weil ich ja unbedingt, während er in der Luft ist, meinen Block loslassen musste. Wieso leuchtet denn die Katze oben? So, okay. Alter, hör doch auf. Hör auf rumzurennen. Mann, ey. Lass mich doch mal in Ruhe mein Zeug angucken. So. Deshalb habe ich doch extra das Zeug dabei. Moment, was ist denn das da? Götterkäfer. Her mit. So. Okay, jetzt sind wir soweit. So. Und ein bisschen Schleifen noch dazu. Und wo ist er? Drüben irgendwo. Wo ist er denn? Da. Komm, der muss treffen. Er hat getroffen. Sehr schön. Jetzt schreit er normalerweise. Okay, gut. Dann lassen wir ihn mal gerade schreien. So. Sehe ich schon wieder. Er macht schon wieder so dumm Zeug, macht er schon wieder. Zack. Lexikon wurde aktualisiert. Wieso? Ich habe den doch schon mal besiegt. Nun ja. So ist es. Gucken, so eine Platte wäre... Ich hatte noch eine Platte. Ja, schön. Okay. Und anderes Zeugs. Aber platt... Also grundsätzlich geht er aber in Fallen. Also es ist kein Drachenältester. Ja, okay. Natürlich ist kein Drachenältester, hat keine 4 Beine und 2 Flügel. Ja, nicht... Es gibt auch Drachenälteste, die, glaube ich, keine 4 Beine und 3 Flügel haben. Was da? Uah! So. Das hätten wir eventuell auch machen können, aber das ist doch aber eigentlich Quatsch. Ich meine, das ist doch ein Fischvieh. Und das da oben. Das ist doch ein Fischvieh. Wenn du dem noch Wasser unter die Füße machst, freut er sich doch, oder nicht? Keine Ahnung. Ein bisschen seltsam ist das. So. Was haben wir denn Feines? Ja. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen. So, und jetzt würde ich gerne sehen, dass ich mal eine Waffe oder sowas basteln kann. Bereiten wir uns vor und brechen auf. Ja, lass mal gut sein. Jetzt muss ich jetzt wieder hochlatschen zum Schmiededinge. Schmiededieter? Schmiededieter? Laufe ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte die Karte benutzen. Ich laufe natürlich nicht richtig. Ah, wo ist der Schmiededieter? Da. Komm. Immer die andere Richtung. Hier, Sokrates, bring mich mal bitte zum Schmiededieter. Ja, so, lass mal gucken. Waffenschmiede verbessern, Lanze. Kann ich jetzt... Nee, Lalabarina ist immer noch das letzte.
Okay. Gibt's keine Lanze von dem oder was? Das wäre natürlich doof. Und mehr machen kann ich immer noch nicht. Was soll denn das? Wieso kann ich denn die Hälfte von dem Set nicht machen? Was heißt die Hälfte? Ich kann genau eine Sache, ne? 2. Seltsam. Ja, okay, dann pass auf, dann tun wir noch ein bisschen was aufpowern. Meine Rüstung noch ein bisschen aufpowern. Kopfschutz ist jetzt nicht so mega. Was bedeutet denn eigentlich diese 2 Dinger da dran? Keine Ahnung. Was machen wir denn? Was okay? Ja, komm, wir machen hier mal die... Mal gucken. Also, habe ich an. Alter. Geh mir doch nicht auf den Sack. So, Ketten zu Leder, Verteidigung 2. Ketten ist besser gegen Wasser, merke ich gerade, ist egal. Ja, komm, dann tun wir halt einfach nichts verbessern, wenn das so kompliziert ist, so. Komm mal her, Dieter. Sokrates. So, bring mich mal zu Alma. Okay? Er weiß nicht, wo Alma ist. Dann sage ich dir, bring mich mal zu der da. Ich bin nämlich so dumm und finde die nicht. Danke. Ja, natürlich. Ich wäre natürlich daneben hochgerannt. Weil ich schlauer bin. Alma. Ich muss absteigen, um an den Questschalter zu gehen. Naja. Wir sollten möglichst bald zurück nach Kunafa. Ja. Hast du alles? Vorräte? Ja, hab ich. Also nein, habe ich nicht, aber würde ich gerne haben. So, los geht's. Gut, brechen wir auf. Brechen wir auf. Na? Ach, es kommt wieder eine Zwischensequenz. Sato, wie ist die Lage? Windig. Chaotisch. Auf so eine frühe Rückkehr der Sandflut waren wir nicht vorbereitet. Wir haben vor, ins Auge des Sturms einzudringen. Wir vermuten, unser Monster könnte dort sein. Ey, Raid Dow? Ins Auge des Sturms, also zur Röchelzinne. Wer weiß, welche Schrecken euch dort Raid Dow? Aber ich halte euch Ist doch ein nicht von Blitzmonster, eurem oder? Versuch ab. Möge der Wind euren Herzen den Weg weisen. Okay, danke. So, dann gehen wir mal zur Röchelzinne. Kannst du mal kurz warten? Nein, absteigen, absteigen, geht nicht. Ich würde gern absteigen und mich drauf vorbereiten. Der schien während des Regens. Der Sandsturm könnte ihn ebenfalls anlocken. Hier geht's aber Keine rund. richtige Spur, aber mehr haben wir im Moment nicht. Da ist sie. Da stimmt eindeutig was nicht. Was soll denn da nicht stimmen? Sieht doch ganz normal aus. Also, dass es ein bisschen blitzt. Alle Monster hauen ab. Sie fliehen. Das muss was bedeuten. Dieser Wind und die Blitze. Seid bloß vorsichtig! So. Ja, komm mal ein bisschen schneller. Weißt du, das Problem an der Sache ist, ich würde mich halt gern vorbereiten. Auf ein Monster, was Donner kann, da ist eventuell... Nee, Wasser nicht gut. Ja, egal. Genau deshalb habe ich mir eine Lame-Waffe geholt. Das klang ganz und Die gar geht nicht immer gut. Lame oder Gift geht meistens Das Herz gut. des Berges fast erreicht. Seid doch sehr gut. So, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Aha, da ist ein Raid Dow und der andere, wo ich nicht mehr weiß, wie er heißt. Der weiße Geist. Er ist es, der weiße Geist. Okay. Und das andere Monster? Ich würde sagen, das ist der Apex-Räuber der Region. Ah, Geht zurück. Das könnte
gefährlich werden. Beobachten wir sie aus der Ferne. Will er jetzt einen Stein auf ihn schmeißen? Okay, der Junge hat Aggression. Warum unser Dorf? Was haben wir ihm getan? Es muss doch einen Grund geben. Du bist Jägerin. Du hast eine Waffe. Warum tust du nichts? Gib sie mir! Und ich... Lass los! Ich will nach Hause! Gib mir mein Dorf zurück! Absorbiert er etwa seine Energie? Kann ich einen Karten? Nein, der lebt noch. Oh, oh. Oh, oh, der lebt noch. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, wir sollten abhauen. Zumindest mal vorne dran weggehen. Mein ja nur. Er dreht durch. Das Dorf ist verloren, wenn wir nichts tun. Ich suche uns einen Unterschlupf. Ich gehe mit. Wir müssen Nadia bringen. Okay. Okay. Dann unterstütze ich dich so lange. Danke. Okay. Alles klar. Also kämpfen. Ja, ja. Blär du nur mal Busche. Schutz der hiesigen Bewohner autorisiert die Gilde die Jagd auf den Reh Dao. Verstanden. Bin dabei. Was macht ihr da? Nicht treffen, der ist ja genau wie ich. Ach Gott, das ist ein Monsterkollege. Au. Also ich würde mal sagen, Hauptaugenmerk. Auerle. Hauptaugenmerk sind Flügel, dann Kopf. Hättest du gerne, hä? Der mag nicht, wenn ich weiter weggehe. Komm mal her, Junge. Ah, zu spät geblockt. Schreie kann man halt so schön blocken normalerweise. Aber nur wenn er mich trifft, ich bin nämlich unter ihm. Ah,
Jetzt nimmer. Lass das. Kann ich nicht leiden. Verstehst du? Ja, genau. Hau ab, Feigling. Haha, Kampf läuft gut, finde ich. Und ab jetzt wird der Kacke laufen. So, gibt's hier irgendwie was, wo man gebrauchen könnte? Keine Ahnung. Hey, Sokrate, komm mal her. Was macht da dieses Geräusch? Nee, warte mal, der ist hinter mir? Alter, warum sagt mir das keiner? Falsche Richtung gerannt, mal wieder. So. Ich habe auch was gesagt. Sieh später in deiner Objekttruhe. Ich kann auch jetzt schon gucken. Oh, cool. Mullbeeren. So, da hinten ist er. Und macht einen auf Larry. Die anderen sollten im Lager unter der Oase sein. Gut. Alter, was geht denn hier ab? Aua! Ich wollte doch eigentlich nur abhauen von dem da. Ja, ja. Guck doch mal hinten, da ist ein Doshaguma. Kämpf doch mal mit dem Doshaguma und nicht mit mir. Haut er schon wieder ab, die Lusche? Nee. So, hopp auf den Schwanz halt. Wenn nicht anders geht, dann halt auf den Schwanz. Der blitzt und blinkt wie eine Bordelltür, würde meine Freundin sagen. Hast du gedacht, hä? Ah, shit. Block zu früh losgelassen. Nicht gut. So. Ja, ja, ja. Bleib stehen. Mann. Gerade eben wollte ich noch was an den Kopf hauen. Und wieder eine Wübernmünze, wo keiner weiß, für was sie gut ist. So. Ah, ich bin noch gedingsbums 5 Sekunden.
So, ich probiere übrigens jetzt mal meine Feuerwaffe aus. So, weil gelähmt ist er jetzt nicht so viel. Vielleicht bringt der Feuer ein bisschen was gegen den. Ich habe halt keine Ahnung. Beziehungsweise, Moment. Kann ich einfach in der großen Monsterliste gucken? Ray Dow, da ist er ja. Wasser und Eis. Schlecht. Moment, ich kann ja trotzdem mal weiter gucken hier. So. Lähmung nicht wirklich viel. Dann bleibe ich bei meiner Feuerwaffe, die hat einfach mehr Power. Wenn Lähmung eh nicht so viel bringt, dann habt ihr ja gesehen, er war ja fast nie, wo er wirklich gelähmt war. Wo ist er denn? Nicht gut, glaube ich. So, kann ich noch weiter runter? Okay, pass auf, dann mache ich jetzt meinen Mega-Lanzen-Move. Habe ich ihn getroffen? Scheint so. Okay, ich will an die Flügel. Also zumindest ist er mal angeknackt, der eine Flügel. Der linke Flügel ist angeknackt, habt ihr das gesehen? So. Ah! Was ist das für Elektroboden hier? Das war ja nix. Ja, danke. Könntest mir es aber auch einfach mal geben, statt dauernd wegzumachen. Oh, alle. Okay, ich muss so langsam mal gucken. Der war knapp, hä? Okay, ich sollte hier weg. Mir egal, irgendwann erwische ich dich. So, Horn gebrochen. Und hier gibt es noch gleich ein bisschen mehr. Hier, bitteschön. Noch einen. Komm mal her. Auerle. Wo kommt denn der jetzt her? Hab ihn. So. Blaues Donnerkristallfragment und instabiler Blitzfänger. Na dann. So. Moment, da ist ein Erdungsstein. Wo ist das alles, wo der sagt?
Instabiler Blitzfänger, ja wo denn? Da unten. Zumindest das kann ich irgendwie sehen. So. Und das hier, ein Erdungsstein, Blitzableiterkapsel. Ah, ich verstehe. So. Klatsch. So. Dann hoffe ich jetzt mal, dass wir mal eine gescheite Donnerlanze noch machen können. Beschichtet mit scharfen Fulguritklingen, ja dann. Ja, ist klar. So. Okay, also Raid Dau haben wir jetzt platt gemacht. Wer ist aber jetzt weiterhin dran schuld? Puh, das nenne ich mal ein Monster. Wo bist du denn? Ach da, Junge, sorry, aber die Farbe ist so übel, ich sehe ja nichts. Okay. Na, Zwischensequenz. Juhu. Wie geht's ihm? Er hat sich beruhigt. Er will lieber alleine sein. So aufgewühlt habe ich ihn noch nie erlebt. Der Arme. Ja, wahrscheinlich, weil er denkt, keiner hilft Er wird wieder. ihm oder so. Weil keiner will das Monster bekämpfen. Ich muss euch da was zeigen. Dort hinten. Was ist dort hinten? Danke. Danke dir. Okay. So. Das ist dieses DNA-Dingens da, was er gesagt hat. Das habe ich beim Aufbau des Lagers bemerkt. Also, das war es, wovon Werner geredet hat. Ja. Sieht genau aus wie das in Azus. Nur warum leuchtet das hier? Und wohin mag es führen? Wohin mag es führen? Gut, wir können nach draußen. Ja. Hm? Habt ihr es ausgekriegt? Ich bin überfragt. Ja, vielleicht Staubwolken vor Mond oder so? Nicht, dass ich eine Ahnung hätte, aber... Aber? Vielleicht hat es ja irgendwas mit dem Sandsturm zu tun. Ja, ich denke auch, Sandsturm so viel, dass man den Mond nicht mehr sieht. Da könnte was dran sein. Lasst uns mit Werner darüber reden. Einverstanden. Aber können wir vorher noch kurz in Kunafa vorbei? Ich möchte nach den Leuten sehen. Und Sato macht sich sicher Sorgen. Ja, gute Idee. Erik und ich bringen Nata zum Basislager. Wir sehen uns später. Hör mal, ich habe da eine saudumme Frage. Warum habe ich mir eigentlich diese Brustrüstung geholt und ziehe die jetzt im Singleplayer an? Die brauche ich doch für Multiplayer. Hat von ihm erzählt. Naja, weil es gut aussieht. Auf die Windkristalle kam. Ob der Raidau oder sein Angreifer. Wenn einer von ihnen das Dorf erreicht hätte. Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen. Der weiße Geist ist in Richtung Ölquellbecken geflogen. Aber mehr wissen wir nicht. Erik ist der Überzeugung, der weiße Geist hätte Elementarenergie des Raidau absorbiert. Ganz schön viel auf einmal. Aber zuallererst sollten wir mit Werner reden. Grüne Flaschen und Greenscreens sind was Feines. Okay, Werner. Halt, Moment. Ich will immer genau gucken, was es gibt. Käse, rohes Fleisch und Diamantsamen. Okay, danke. So, oh, Jägerrang 4. Sehr schön. Deine verfügbaren Gesten findest du. Ich habe Geste, Saikri streicheln. Feldlagerlimit, 10 neue Titel, Hintergrund, Brillanz, Variation, Saikri streicheln und noch um Saikri kümmern. Okay, cool. Auf, zurück nach Azus. Na denn dann, was ist das da drüben? Was ist das da? Ne, ernsthaft jetzt, was ist das? Ey, Kilama! Kommst du mal her?
Kilama, geht's dir gut? Ach, der schläft. Ja, aber... Komm, ich geh mal meine Lanze klar machen. So. Ja, wir gehen nach Asus, aber natürlich erstmal Rüstung gucken. So. Der da macht wieder seine geile Bumble-Musik. Wo ist denn unser Lager? Haben wir überhaupt hier, also gibt's hier ein Zelt, wo ich meine Waffe wechseln könnte? Weil einen Schmied gibt's ja auch nicht. Die haben ja nicht wirklich Waffen, die haben ja nur dieses Gebimmel. Und was ist mit dem da oben? Das sieht aus wie Handel. Ach so, die! Die war hinterm Haus versteckt. Ach so. Kilama, in letzter Zeit war so viel los, dass sich die Arbeit stapelt. Ich brauche noch so viele Sachen. Wäre es ein Problem für dich, wenn ich dich ab und zu um Hilfe bitte? Du kannst jederzeit Nein sagen. Gib Dorfbewohnern in verschiedenen Regionen die besonderen Objekte, die sie haben wollen, um im Gegenzug Objekte, Materialien und neue Kochzutaten als Dankeschön zu erhalten. Ja, gern. Tauschhandel. Oh, hallo. Gut siehst du aus. Danke, Schleimer. Wie geht's dir so? Na, sag mir, wenn ich mich irre, aber, hast du einfach alle unsere Probleme gelöst, während wir wegen der Sandflut panisch rumgerannt sind? Ja. Und? So, was braucht er denn? Sandpfeffer? Ach nee, das ist gebotenes, reines Fulgurit und dafür muss ich Monsterfluid geben. Oder wie? Pass auf, Feuerkraut. Achso, Feuerkraut. Kann ja aber nur eins geben. Möchtest du Sandpfeffer 2 gegen Feuerkraut tauschen? Ja. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt Sandpfeffer hatte und ihr jetzt Feuerkraut gegeben habt und sie mir Feuerkraut gegeben hat oder umgekehrt. Ich bin da ein bisschen... Moment, da gab es noch einen zweiten Reiter. Kann das sein? Habe ich gar nicht gesehen, oder? Erhaltene Objekte. Achso, steht oben drüber. Gebotene Objekte, erhaltene Objekte. Ja, das weiß ich immer noch nicht. Gebotene Objekte. Ist das, was ich anbiete oder was sie mir anbietet? Hey, das ist wie mit der Parkuhr. Ja, irgendwie Ankunftszeitpunkt. Ja, ist es der Zeitpunkt, wo ich auf dem Parkplatz ankomme, mit dem Auto hinfahre oder der, wo ich nach dem Einkaufen wieder zurückkomme? Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Dann macht doch hier, ihr müsst doch dran denken, dass es dumme Leute gibt. Ich kenne 1 oder 2. Ja, Was ist mit dir da, Nona? Ah, Saikri. Ja, genau, zeig mal her. Kann ich... Ah, nee. Moment, abbrechen. Ich kann doch irgendwo noch... Die... Da. Gibt's da mehr jetzt? Nee. Nee, ich lasse den auch so. Änderung verwerfen. Ich habe ja eh nichts geändert. Schon in Ordnung. Ja. Du auch. Ich habe so wenig Ahnung wie alle anderen. Meine Großmutter hat erwähnt, dass sich das Wetter im Verlauf der letzten Jahrzehnte langsam ändert. Jetzt sag bloß, das Ding tut irgendwie Erderwärmung oder Erkaltung oder Eränderung. Also in dem Spiel dann halt ist es ja nicht Erderwärmung unbedingt, sondern es kann ja auch Klimawandel. Genau, Klimawandel. Sag bloß, es geht hier auch noch um Klimawandel. Das wäre ja mal krass. Sprich in Azus mit Werner. Ja, werde ich tun, aber zuerst mal beame ich mich ein Stückchen höher. Ungefähr dahin. So, einfach, ja, da könnte ich jetzt halt hinlaufen, will ich aber nicht. Mache ich aber gleich. Ich will hier nämlich ein bisschen Zeug bauen, weißt du? Ah, absteigen. Oben gibt es wieder eine Quest. Ran an die Arbeit. Zeig mal her, ich habe neue Sachen, ich will neue Waffen. Ich brauche eine Dingenslanze, eine Raydau-Lanze. Raydau? Hallo? Raydau? Jetzt? Rompopolo? Da ist er. Raydau. Und ich kann sie bauen. Hat auch nur eine Ausbau. Die ist aber hübsch. Erinnert irgendwie an, wie hieß er denn? Aus Rise. Der Titelhund. Ja, genau, an den erinnert's. So. So ein Glück. Aber, bevor ich die baue, die hat auch gleich mal 140 Angriff. Jawohl, ja. Und was hat sie? Offensive Abwehr und Blocken. Oh mein Gott. Ich werde sie nie wieder wegmachen.
Ich werde aber erstmal auf die Rüstung gucken, wie die Rüstung aussieht. Was darf sein? Eine neue Rüstung, bitte. So, da müsste jetzt so langsam eine Rüstung kommen. Da ist sie. Sag ich mal her. Ey, warum? Achso, weil ich die wieder nicht bauen kann. Weiß der Teufel warum. Was kann er denn? Konstitution, ja. Kraftentfesselung, was ist das? Erhöht unter bestimmten Bedingungen vorübergehend die Affinität und verringert den Ausdauerverbrauch. Affinität plus 10% und reduziert den Ausdauerabnahme um 30%, wenn aktiv. Ich gehe davon aus, meistens ist es bei sowas, wenn es Affinität und Ausdauerabnahme, dann ist es meistens sowas, wenn das Monster Aggros schiebt. Manchmal ist es auch, wenn die Energie voll ist oder so. Müsste man dann halt mal gucken, was da... Wie viele Teile braucht man dazu? Raid 4. Verlängert die Aktivierungszeit der Fähigkeit Kraftentfesselung etwas. Okay. Interessant, brauchen wir aber 4 Teile. Gefallen für den Fürsten? Ja, habe ich nicht. So, aber ich guck mal hier Rüstung an. Okay. Ja, soweit so okay. Wie sieht die Frauenrüstung aus? Ja, das Mäntelchen ist schon okay. Die Wackelkappe, aber mir gefällt hier, also das sieht deutlich besser aus, ne? Und halt 2 Hörner. Aber diese Zöpfe gefallen mir wiederum nicht. Sind die auch dabei? Ja, da sind sie auch dabei. Ja, ist jetzt nicht weiter schlimm. Jetzt kann ich nämlich ruhigen Gewissens kann ich Moment, Ausrüstung ändern. So, das da würde ich gerne wieder austauschen durch die Kettenrüstung. Wieso habe ich 3 Kettenrüstungen? 2-mal Frau, einmal Mann oder was? So, müssen wir irgendwie verkaufen. Untermenü. So, ich will... Im Moment bringt mir ja die... Oder? Oh! Ja, Moment, die hat 22 und Feuer. Im Moment bringt mir die Granodat-Panzerung nicht viel. Ich habe mir die ja nur geholt für online, damit ich nicht rumgeschubst werde. Ich bin aber nicht online. So, jetzt also. Schon fertig? Nee, sorry. Ich bin aus Versehen rausgegangen. Rüstung verbessern. So, wie wäre es denn, wenn ich diese Rüstung hier mal ordentlich verbessere? Mit Rüstkugeln. Und zwar so viel. Oh. Ah, I see. Nee, ist schon in Ordnung. Gut so. Aber, das hat ja jetzt nur Verteidigung 8. Ne? Die andere Rüstung, die ich mir da gebaut habe, wo ist sie? Die hat halt 22. Ist schon ein Unterschied. Sollte ich sie vielleicht doch anlassen? Ja, die haben halt alle Kackdinger hier. Was hat denn die Gusspanzerung? Windzische. Ich müsste halt wirklich mal so langsam... Ja, jetzt lassen wir das jetzt erstmal hier. Waffen schmieden. Ja, ich wollte ja noch eine Lanze bauen. Eine Lanze bauen. Bitteschön. Alles klar. Na, das gucken wir uns ja dann nicht an. Wir müssen aber merken, beim nächsten Mal Rüstung bauen, müssen wir, als Zweitwaffe bitte, beim nächsten Mal Rüstung bauen, müssen wir das Dingens ablaufen lassen. So, wir gucken uns übrigens noch offensive Abwehr an, da brauche ich eigentlich nicht nachzugucken. Erhöht vorübergehend die Angriffskraft nach dem Ausführen eines Blocks zur perfekten Zeit. So. Ja, ist natürlich nur für Waffen praktisch, die auch blocken können. Was eine Lanze kann. Und dann hätte man noch Blocken, dass man weniger zurückgestoßen wird. Reduziert Rückwürfe und den Ausdauerverbrauch beim Blocken. Hatte ich halt vorher Stufe 2 oder mit der Gockellanze. Jetzt halt nur noch 1. Ja, eigentlich willst du das auf Stufe 3 haben. Sag ich mal so. So. Okay.
Ah, wir können noch Talismänner schmieden, habe ich ganz vergessen. Was gibt's denn hier? Erholungsplus und Selbstverbesserung? Nee, ich habe das ist der Hoffnungstalisman, den ich habe. Kann ich schon mal kurz zeigen. Hoffnungstalisman, den kriegt ihr, wenn ihr das Spiel, ich glaube, in der ersten Woche nach Release kauft oder sowas halt. Also sprich, früher hat man gesagt, wenn ihr es vorbestellt, aber woher wollen die wissen, ob du es vorbestellt hattest? Also, daher kriegt ihr den. Jetzt gucken wir mal Fähigkeit-Info an. Eigentlich meine ich nicht das, sondern... Ja. Ja. Erholungsplus ist halt... Wie kann ich denn da hingehen? So. Ach, ich kann es anzeigen, so ist ja egal. Verteidigungstalisman, ja, macht halt Verteidigung hoch. Segen. Segen macht was? Ah, göttlicher Segen, alles klar. Und die kann man dann auch upgraden, hat sie gesagt, gell? Göttlicher Segen ist feine Sache. Feine Sache. Feuerwiderstand, Wasserwiderstand, Donnerwiderstand, Eiswiderstand, Drachenwiderstand, Giftwiderstand, Lähmungswiderstand, Schlafwiderstand, Block, Eisenhaut. Das ist interessant. Was darf sein? Ja, das ist interessant, das will ich mir angucken. Fähigkeiten, Info, Eisenhaut. Reduziert die Dauer von Verteidigung runter, ist doch nicht so interessant. Also ja, kann, aber es gibt, glaube ich, noch kein Monster, das Verteidigung runter macht. Betäubungstalisman, Betäubungswiderstand, Explosionswiderstand, Erholung plus. Haben wir, glaube ich, schon drin in unserem... Ja, guck mal, haben wir schon drin. Schnellheil-Talisman, Erholungstempo. Was ist denn Überlebensexperte? Erhöht die wiederhergestellte Gesundheit bei Umgebungsinteraktion. Was sind denn Umgebungsinteraktion? Stellt 50 Gesundheit wieder her. Umgebungsinteraktion. Hungerfrei. Ah, Hungerwiderstand, dass der länger Ausdauer, das jetzt so schnell weggeht. Vorstoßtalisman. Erhöht Angriffskraft und Affinität gegen von Gift oder Lähmung betroffene große Monster. Oh. Da wird dann Angriff größer, wenn das Monster vergiftet oder gelähmt ist. Der ist neu, glaube ich. Treffertalisman. Verhindert das Zurückwerfen. Ach, das ist unbeeindruckt. Das ist einfach unbeeindruckt. Das geht in den Talisman. Verhindert das Zurückwerfen so andere Reaktionen. Okay, das ist schon mal gut. Weißt du was? Den baue ich mir. Wenn er nicht so viel kostet. Ja, komm, lass mal erstmal. Einschüchtern, Talisman. Ach, wie schön. Was ist denn einschüchtern? Dass die Monster dich nicht... verringerte Chance, dass kleinere Monster dich bei Sichtkontakt angreifen. Ja. Vielfraß-Talisman. Ist das? Ja, ich habe schon wieder einen falschen Knopf gedrückt. Sorry. Komm, wir fangen mal da unten an. Geologie-Talisman. Botanik-Talisman. Braucht keine Erklärung. Verlängerung. Das wahrscheinlich... Objekte wie Panzerhaut und sowas länger sind. Wartung-Talisman. Ich weiß nicht, warum ich immer Start drücken will. Ich bin Stapler. Ja, ja. Nein. Da habe ich jetzt bald jeden Knopf durch. Verdammte Kacke. So. Verlängerte Dauer einiger Objekteffekte. Da waren wir doch. Ich wollte doch das da gucken. Moment. Gibt es da eigentlich keine einfache Möglichkeit zu sehen, was das macht? Muss ich immer in dieses doofe Untermenü gehen, dann nach unten runtergehen und dann die Fähigkeiten-Info an? Warum macht man das nicht auf dem linken Stick? Also L3 oder sowas. Ja, weil es Capcom ist. Capcom hat halt gesagt, ja, Menüs haben wir nicht erfunden. Und was wir nicht erfunden haben, mach mal doof. Oder so irgendwie. Reduziert die Wartezeit, bis Spezialwerkzeuge erneut benutzt werden können. Freundschaftstalisman. Ah ja, okay. Vielfraß. Beschleunigt den Verzehr von Fleisch und das Verbrauch von Objekten. Also irgendwie ist da noch nicht wirklich nichts wirklich Cooles drin. Ich bräuchte so einen Block Hochtalisman oder so. So, unbeeindruckt, das war der, gell? Daneben steht's ja sogar. Den bauen wir jetzt hat. Nee, nicht ausrüsten, so. Und den kann man nicht aufpowern? Warte.
Vorstoß, Hungerwiderstand, überleben. Ja, weil, wie gesagt, im Moment brauche ich das nicht. Ist in Ordnung, wie es ist. So, ja, gell, ausgezeichnete Wahl. Hier im Zelt hinten habe ich noch gesehen, der hat wieder so eine Anfrage, dass ich irgendwas suchen soll wahrscheinlich. Wollen wir mal machen. Ich habe gehört, du hast bei der ökologischen Untersuchung der Windebene geholfen. Mhm. Das Wesen, das ich fangen sollte? Ja, genau. Das war nicht gerade sportlich von dir. Wie nicht Warte sportlich? mal eine Sekunde. Hab Hä? ich was verpasst? Wenn jemand was verpasst hat, dann ich. Und zwar die gleiche Hilfe. Ah. Zielort ist der Karminwald. Sei so gut und fang die ausgeschriebene Spezies dort für mich. Okay, was gibt's denn Feines? Zierflügler, ey, die fliegen da zu Tausenden rum. Vor allen Dingen, da muss ich eigentlich auch nicht in den Wald gehen. Die sind doch auch hier, oder nicht? Boah. Voll hübsch. So, der hat doch gesagt, dass er das da irgendwo ausstellt. Wo hat er denn die komischen Eichhörnchen hin, die ich ihm gebracht habe? Keine Ahnung. Nun ja. So. Hallo du da. Die Lieferung stapeln sich, was nicht in dein Beutel passt. Ja, kommt in die Objekttruhe. Hast du noch was? Okay. Alles klar. So. Jetzt mal wieder ein bisschen. Wieso renne ich hier eigentlich? Moment. Ich sehe gerade, das ist ja komplett falsch. Ich will doch als Erstlanze die da. Und als Zweitlanze die Ray Dow. Okay, sehr gut. So. Eigentlich könnte man die komplette Rüstung aufpowern, dass wir zumindest ein bisschen was hinkriegen. Objekte senden. Er hat schon ordentlich... Ups. Ups. So war das nicht geplant. So war das eher geplant, ja. Oh, blinkt irgendwas. Was ist das da? Immunisierer. Neu oder was? Wir nehmen mal noch eine Falle mit. Aber wir haben keine Betäubungsdinger mehr. Müsste ich herstellen? Kriege ich das zufällig hin? Ah, Beruhigungsbombe. Ja, komm. So. Beruhigungsklinge habe ich mir gebaut, ja. Oh, was ist das? Machen wir mal eins, oder? Mit Munition, okay. Ich warte halt drauf, bis ich endlich mal Lebensstaub machen kann, aber ich brauche da eine Dämmergrasknospe. Habe ich nicht. Nun ja, so ist es halt. So. Also ein Zierflüglerfang. Weißt du was? Komm, das machen wir jetzt halt schnell. Aber wir gehen... Huch, was ist hier los? Uiuiui. Was ist das da eigentlich? Ich glaube, das ist neue Info oder so. Kann das sein? Ach, tatsächlich. Das ist, wenn man es gekämpft hat oder was. Und dann kriegst du auch angezeigt, wie häufig das Zeug ist. Oh. Was ist das? Lalabarina, Rose, Tänzer, Anmutige. Was ist das? Ach, das sind die Titel, die du freischalten kannst. Ui, das ist ja mal interessant. Schön, das habe ich auch nicht gewusst. Was gibt's bei dir? Konga, Clown, Hunger, Optimist, Valahara, Rolle, Ameisenlöwe, Spirale. Doshaguma, tobender Wundenboss. Ach, Sachen. Zunge, klebriger. Gewand, Schwergewicht, Schleier. Ab geht die Luzi. Ab geht die Luzi. So. Oh, wo ist denn der schon her? Da weiß man noch gar nichts über den. Und der da hat, glaube ich, Wasser und Eis. Eis haben wir noch nicht. Der da hat nur Wasser. Der da hat Donner.
Ja, aber ich habe doch jetzt alle Infos durch, oder nicht? Hä? Wieso geht da diese Plöppel da nicht weg? Das irritiert mich. Ja, dann geht das Plöppel halt nicht weg. Ja, die ganzen Lexikon-Einträge, die sind jetzt, glaube ich, nicht so interessant für euch. Deshalb lasse ich die und lese die mir dann alleine durch. So bin ich. Huch. Kaminwald, jawohl, ja. So, Versteck der Woodwoods. Gebiet 7, großer Baum. Nee, das Basislager ist eigentlich schon in Ordnung. Wir brauchen ja nur diese kleinen grünen Vögel da. Und die hängen da ja zu Tausenden rum, weißt du? Und deshalb gehen wir da jetzt halt einfach hin, tun ein paar Vögel uns holen. Und wenn uns vielleicht, keine Ahnung, eine Lalabarina oder sowas über den Weg läuft, dann werden wir die auch holen. Wo sind die Schmetterlinge? Da. So, eigentlich müssten wir theoretisch gar nicht mal so weit gehen. Die hängen ja alles überall. Koshaguma und Lalabarina machen einen Revierkampf. Was ist denn das da drüben? Ach, das sind Blumen. Oh, da oben zum Beispiel ist einer, ne? Das dürfte sogar schon einer sein. Blub. So einfach geht das. So, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Ich hätte schon Bock. Wieso hat der da Details? Ah, oh, das ist ja mal praktisch. Wo sehe ich denn da Feuer und Donner? Und ich habe eine Mega-Donnerwaffe. Sollen wir mal einen Doshaguma machen? Gute Idee, oder? Pass mal auf. Ja. Ich habe mit dem noch eine Rechnung offen, weißt du? Ui, ja, hübsche Lanze. Götterkäfer kann man immer gebrauchen. So. Na komm doch her, komm. Oh, ist ja auf, um mich drum herum zu tänzeln. Zu spät geblockt. Naja.
Junge, ich muss hier irgendwie mal weg. Ja, ja, mach du ruhig. Ich habe schon wieder nichts gegessen, ist das richtig? Ja. Es ist niemals zu spät, um noch ein paar kleine Viecher zu sammeln. Ja. Okay, bin wieder bereit. Oh, der war gemein. Der hat angetäuscht, hast du gesehen? Aber ich will dem natürlich so viele Wunden wie möglich machen. Genau deshalb. Damit das ordentlich ballert, Junge. Was? Bleib stehen, Junge. Komm her, bevor er abhaut. Mal lieber den hier. So, ich glaube, jetzt habe ich es noch mal ordentlich besorgt, oder? So. Er humpelt doch. Das Totenkopfzeichen ist aber auch wirklich klein, muss man aber auch mal sagen hier. Macht aber nichts. Das Monster hat etwas fallen gelassen. Ja, was denn? Was denn? Wo denn? Das da? Okay. Schwere Abtrennkapsel. Oh, Lalabarina. Das ist deine Chance, das Vieh kalt zu machen. Jetzt schläft er. Wo geht denn der hin? Schläft der da oben? Komm mal her. Ja. Ich hab doch extra... Ja, hergestellt, aber nicht mitgenommen. Ja, dann. Na dann. Ah, das war zu viel. Zu spät, meine ich. Nicht zu viel. Schnell nochmal weggehen. Hey, jetzt bleib doch mal stehen, Junge. Was machst du denn?
Du bist doch tot. Guck dich doch mal an. Ah, siehste. Der will einfach nicht sterben, wie ich das gerne hätte von ihm. Eine wertvolle Gelegenheit zur Forschung. Die darf man nicht vergeuden. Ja, genau. Die Pflanze war vorhin offen. Was kann man da machen? Ja, komm, lass mal gut sein. Quest sofort beenden und gut ist. Ui, hab ich viel Gebampel an meinem Schwert. Immer eine Freude, dir bei der Arbeit zu Schließe deine erste Felderkundung ab. Im Ernst jetzt? Okay. Moment. Teils will ich natürlich angucken. So, ja. Himmlisches Wundergelb. nach Azus. Ja, ja, jetzt können wir ja gehen. Ist ja gut. Na komm doch her, wenn du mich kriegst. Moment. Was ist das? Ein Pflanzenschalengrab. Achso, Moment, nicht nach Azus. Was soll das? Nee, ich muss zurück zu dem Fuzzi im Zelt. Da gehen wir jetzt halt auch hin. Da in der Windebene im Basislager. Ich muss doch meine Dingens abgeben. Hab doch ein Monsterchen gefangen. So, gibt wieder ein paar Punkte oder so. Her mit. Kann man alle brauchen. So, wo war der? Der war irgendwo im großen Zelt. Da. Bitteschön, Samin. Willkommen zurück. Das Wesen ist unversehrt eingetroffen. Und so endet die Untersuchung zum Karminwald. Damit ist der Vorsprung wieder eingeholt. Ist das eine Art Wettkampf zwischen euch? Nein, wie kommst du denn darauf? Offizielle Gildenforschung ist das, nicht mehr, nicht weniger. Wettkampf. Guter Witz. Okay. Hast du gleich noch was für mich? Nee, ne? So. Was krieg ich? Ein bisschen Honig und Blaupilze. Oh, immerhin, letztes Mal habe ich nur Honig gekriegt. Und Gildenpunkt. Junges Mädel, hast du eine Frisur, eine wollige. So, Alma. Also, pass mal auf. Hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und dir? Aufgaben. Die haben wir alle erledigt. Ich muss jetzt also wirklich zurück. Komm, wir reiten aber, oder? Nachdem wir jetzt so viel... Warte. Dieses Mal nehme ich mir aber eine Falle mit. So. Bin schon ein bisschen doof, ne? Nein, woher denn? So. Da, guck. 4. Na, bleibst du? So. So. Okay. Was haben wir denn? Nix. Dann gehen wir mal kurz auf die Weltkarte. Und zwar... Wo will er das mal hingehen? Ah, in die Ölquellbecken. Genau, ins Basislager. Ah, nein, ich wollte ein Dingens setzen. Einen Marker oder so, falls das gegangen wäre. Jetzt mache ich ja doch Schnellreise. Nö, ja, hopp. Oh. Gibt Schlimmeres, aber wollte eigentlich hinlatschen. Weil, so halt. So, also storymäßig, wo sind wir gerade? Es ist irgendwie dunkel geworden. Hier kann ich da hochgehen? Weiß nicht. Was passiert denn, wenn ich da ganz hoch gehe? Naja, komme ich nach oben. Ich dachte eigentlich, dass ich noch höher komme. Ja, aber da bin ich reingekommen. Das ist nicht gut. Okay, jetzt,
So, pass auf, wir fliegen jetzt einfach Wollen wir direkt. eine Pause einlegen? Nee. Gute Idee. Ab. Werner war irgendwo, upala, unten, soweit ich mich erinnere. Boah, warte mal. Guck mal, da hängen diese Dinger da. Das sind aber eigentlich coole Viecher. Naja, wenn sie halt schmecken. So, hier irgendwo muss Werner sein, oder? Hören wir uns um, wenn Zeit ist. Ich hänge fest. Ne, hier ist auch falsch. Werner ist ein... Ja, okay, komm. Hat keinen Sinn. Ich meine, ich war nah dran, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich war noch nicht mal in der Nähe von nah dran. Junge, da hätte ich nie im Leben gefunden. So, komm mal her, Werner. Entschuldigt, wer seid ihr nochmal? Jetzt geht das schon wieder los. Ach, Werner. Tja, und so ging das Licht aus. Habt ihr was rausgefunden? Sagen wir mal, die Untersuchung läuft noch. Meine Funde präsentiere ich, wenn ich sicher bin. Ach, jetzt sei doch nicht so. Aber genug geplaudert. Ihr habt Besuch. Hey, Und? ihr Ah, sucht ja. nach einem unterirdischen Tunnel? Ja, Brown hat's mir erzählt. Der Landgrad führt tief hinab bis ins Unterland. Ich bring euch hin, wenn ihr wollt. Ja, warum nicht, Vielleicht ne? ist das mein Tunnel. Das wäre großartig. Reiten wir los. Hm. Leomine Maserike. Danke für deine Hilfe, Satesh. Einfach mir nach. So, vielleicht ein paar Kaltgetränke mitnehmen noch, fällt mir gerade ein. In einem Bereich, den wir das Unterland nennen. Wir gehen da nur selten hin. Und wenn, dann zum Bergbau. Überall Gas, Ja, Lava und Monster. Ich brauche Kaltgetränke. schiefgehen und man kann keine Hilfe holen. Klingt gefährlich. Danke, dass du für uns extra das Risiko eingehst. Nee, wenn, dann sollte der Jabra danken. Er hat überall im Dorf rumgefragt. Er meinte, er will den Reisenden helfen, die ihn unterstützt haben. Also habe ich mich gemeldet. Oh, das hat er für uns getan? Ja, den müssen wir nehmen. Er bringt uns ins Unterland? Yep. Wie praktisch. Ist eigentlich, Wir sind fast da. Wo führt der Okay. Landgrad eigentlich hin? Nach Osten guckt, seht ihr eine riesige Klippe. Bis da. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass mir der Speicherplatz ausgeht. Holla. Eine riesige Klippe. Nata. Ja, Ja. Ja, okay. Moment. Ja. Okay. Okay. So. Wir müssen hier... rein. Moment, ich bin gerade am gucken, sind wir überhaupt noch live? Das ist eine gute Frage, ne? Wir sind da. Schön. Stream ist noch live, so muss das sein. Tatsächlich ein unterirdischer Gang. ich erinnere mich. Oh, das ist gut. Hier war ich. Das ist sehr gut. Ja. Ja.
Ich kam von da. Wir haben es endlich geschafft. Hier durch und wir kommen zum Dorf der Hüter. Ich komme nach Hause. Na dann, los geht's. Okay. Vielen Dank für alles. Ihr wollt wirklich da durch? Seid vorsichtig. Was auch immer. Kann losgehen. Okay. Ja, also ich hätte lieber gern ein Päuschen vorher. So Kaltgetränke zu spät. Naja, aber was willst du machen? Wir sind ganz schön weit gekommen. Aber Wie, was ist? wie heißt das nochmal? Eis? Damals war hier keins. Eis? Aber das ist der Weg in Vendor. Ja. Ich weiß noch genau, wie ich mich hier verlaufen habe. Warum? Wir sind so nah dran. Immer mit der Ruhe. Es muss über die Jahre zu. Ja, aber der war doch nicht Jahre unterwegs, oder? Wir sollten uns warm anziehen. Wer ist für ein Lager? Ich bin für ein Lager, fällt mir gerade ein. Lager, bitte. Das muss die Klippe sein, vor der Satesh uns gewarnt hat. Cool, das haben sie Na wirklich gut, Mäntel kommen an. wir an die Oberfläche zurück und arbeiten einen Plan aus. So. In einigen Gebieten der Eissplitterklippen herrscht klirrende Kälte. An diesen Orten verlierst du schneller an maximaler Ausdauer. Sei vorsichtig. Verwende ein Hitzemäntelchen oder stelle ein Heißgetränk aus Pfefferschoten her, um der Kälte vorübergehend zu Ja, trotzen. gute Idee. Lasst uns von hier einen Weg nach oben suchen. Ja, schon gute Idee. Wieso das denn? Komm, wir schaffen das schon. Alles klar. Also, aufpassen. Heißgetränk. Kaltgetränk habe ich, Heißgetränk noch nicht. Dann würde ich aber mal sagen, ihr Leute, mit diesem wunderbaren Spoiler mache ich jetzt hier erstmal ein bisschen Pause. Ich muss auch mal was essen, was trinken und meine Notdurft erledigen. Und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich in einer halben Stunde oder so wieder. Oder auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr haben wir denn? Uiuiui. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann wieder. Okay? Alles klar. Dann sage ich schon mal Dankeschön.